Hätte ich eigentlich meinen pinken Blazer an. Ach, guten Abend. Ich sage gerade, hätte ich eigentlich meinen pinken Blazer anziehen müssen, passend zu dem wunderschönen Reispapier. Also erstmal einen wunderschönen Gartenabend. Ich freue mich sehr. Wir zeigen Ihnen heute die Produkte, die wir bei HSE am 30. präsentieren. Und es gibt auch noch ein paar neue Sachen passend dazu. So, fangen wir an mit den tollen Kundenbildern. Sie werden immer mehr. Demnächst müssen wir wirklich unseren Livestream etwas verlängern, weil Sie haben so viele tolle Produkte reingesetzt. Also bei uns, ich sage es nochmal für alle, die vielleicht neu sind, bei mir auf dem Blog www.lablanche.eu gibt es oben einen Button, der heißt Mitmachen, und da können Sie Ihre gebastelten Werke hochladen. Sehr gerne, bitte auch mit einer Beschreibung, dass die Kunden, die das dann nachbasteln wollen, das dann auch problemlos nachbasteln können. Wenn Sie Instagram-Seite haben, können Sie die Seite ruhig mit reinschreiben, dass die Kunden sie auch wiederfinden. Und so gibt es eine schöne Community, die sich gegenseitig austauscht und die Ideen zeigt. Ich finde das immer ganz toll. So, fangen wir an mit Frau Heidi Ackermann. Wir haben also dieses Thema Halloween, was wir im letzten Livestream gehabt haben, hat Ihnen wohl sehr gut gefallen. Wir haben so viele tolle Sachen bei mir auf dem Blog, so viele tolle Bilder. Ist einfach sensationell. Fangen wir mit Frau Ackermann an mit ihrem Halloween-Layout. Ja. Ist sensationell oder wunderschön, diesmal auch, wo sie diese kleine Laterne mit verwandt hat und dann auch mal die Federn, sage ich jetzt mal, mit Blut festgeklebt hat. Also eine tolle Kombination, ganz, ganz toll. Ja, dann Frau Annemarie Heinrich, die hat ja immer sehr viele, sehr schöne Sachen. Die hat jetzt mal das Herbstbild, den Rahmen toll kombiniert mit Kürbissen und natürlich Schriften etc. auch sehr, sehr schön. Ja, dann jetzt Frau Liv Antonucci, müssen Sie unbedingt gucken, die hat jede Menge reingesetzt. Gell? Die ist also ganz toll vom Totenkopf über den Hut mit allem drum und dran. Also da hat sie alles verwandt, die kleinen Rahmen, die selbstgemachten Kürbisse, ganz, ganz genial. Weiter. Ja, ganz edel wiederum, jetzt bei Frau Anke Aul. Das ist ein wunderschöner Spiegel gemacht mit dem Decoupage-Papier und mit den Moldformen. Sehr, sehr edel. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir wieder bei Halloween. Finde ich auch genial. Also das Erste, was mir da ins Auge gesprungen ist, ist diese Sense. Nächstes Jahr gibt es eine Sense. Sam, das ist dein Auftrag. Ich will wirklich tolle Sensen haben nächstes Jahr. Die ist ja so genial, diese Sense da drin. Die aber muss selbst gemacht, ne? Ja, egal. Das kannst du doch versuchen, eine zu besorgen. Bitte schön scharf, gell? Ich fange an zu Sie ist auf jeden Fall super toll, ganz toll gemacht. Ja, und jetzt kommt es, wir haben irgendwie ein bisschen hin und her, jetzt kommt wieder schön edel. Das ist von Guccia Danka. Sie hat auch sehr viel hochgesetzt, also da können Sie nachschauen. Sie hat ganz viele verschiedene Sachen noch hochgesetzt. Gefällt mir auch unheimlich gut, dieses Reispapier in Kombination mit den Molds und dann noch mit 3D-Folie und Abdruckfolie etc. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, da sind ein bisschen die Farben nicht ganz richtig, aber ich denke, zeige es trotzdem. Sie wissen alle, wie die ursprünglichen Farben aussahen. Gefällt mir sehr gut, die ganze Kombination, alles so zusammen mit dem Teller und der Kugel, sehr schön. Sie, Frau, hat auch wieder ganz viel hochgesetzt und das sind jetzt ja, so MDF mit Schablonen gemacht, mit Moldformen. Da müssen Sie gucken, sie hat doch viel, viel mehr Beispiele da. Auch immer, sie hat so einen ganz feinen, so einen ganz edlen Touch, wie sie das immer macht mit diesem, sag ich jetzt mal so auf alt. Sie macht das immer sehr, sehr schön. Ja, sie hat auch mehrere hochgesetzt. Finde ich auch genial, also die Kombination der verschiedenen Moldformen auch. Der Rahmen ist schön. Ha? Der Rahmen ist schön. Ja, mancher. Die Kombination von den verschiedenen Moldformen, wie sie das hier kombiniert hat, dann noch zusammen mit dem Reispapier und noch ein bisschen dieses Moos da rein und Schleife, sieht fantastisch aus. Ja, das gefiel mir auch so gut. Das war die Gruft von Michaela. Auch so eine tolle Kombination von der Schablone, von der Strukturpaste, also diese alte Mauer, dann das Ganze kombiniert mit den Moldformen und unten, da ist mehr oder weniger alles drin von einer, sag ich jetzt mal,
einer Grabkammer, würde ich schon fast sagen, einer Grabkammer bis über die Amphoren mit den Kürbissen und dann der Rahmen finde ich auch noch so toll, der Rahmen mit dem kleinen Totenkopf drauf. Also super, super gemacht, super. Ja, sie hat noch das, habe ich gesagt, wir machen 2 hintereinander, weil ich fand das auch so schön. Wieder eine ganz andere Art, jetzt dieses ganze, sage ich jetzt mal, Ensemble oder Stillleben in Herbst mit in Kombination mit den rostigen Dingen draußen ganz sehr, sehr edel. Ja, jetzt kommen wir wieder zu Halloween. Hier jetzt auch mal richtig so die Hexe mit den Grabsteinen, Licht und oben auch so ein ja, wie soll man sagen, Spinnenweben oder verwester Stoff. Gell? Sie hat auch die Knochen noch ein bisschen blutig gemacht. Super, sehr schön. Und dann jetzt wieder, ja, es wirklich, hätte ein bisschen, jetzt sind wir immer am Hin und Her. Jetzt sind wir wieder auf Edelherbst. Was mir hier so gut gefiel, war, dass sie die Shadowbox auch mit den Pilzen gemacht hat und dann Moos. Und es sieht aus, als wären das echte Kastanien und echte Eicheln noch mit reingesetzt. Finde ich absolut edel und auch wie sie die Molds außenrum mit der Trockenpinseltechnik und den Farben so passend gemacht hat, aber so herbstlich, finde ich sehr, sehr schön. Er macht immer alles sehr schön und sehr edel und immer schön passend in dem Bild. Gefällt mir auch besonders gut. Auch hier die Kombination, wenn man sich einfach mal den Rand des Deckels anguckt, also nicht nur das Reispapier da rein, das Reispapier dann halt schön lackiert, aber dann diesen alten, ein bisschen morbiden Rand gemacht. Diese Kombination finde ich toll. Ja, das ist ganz, ganz fein. Finde ich super schön gemacht, keine Ahnung, dieser Rahmen und dann halt noch zusätzlich mit den Perlen, mit den kleinen Strass und das Ganze noch mit den Punkten auf den Haaren dieser Elfe. Super, super schön, das Ganze auf diesem MDF und auch hier der Hintergrund ist farblich toll gemacht, sehr, sehr schön. Ja, sie schrieb noch, ein opulenter Rahmen. Ja, der ist wirklich opulent, gefällt opulent mir auch sehr gut. Ha? Opulent ist untertrieben. Das sieht doch toll aus. Ja, sieht doch toll aus. Ich schätze, weil das ist Spiegel oder ist, ja, ich gehe mal davon aus, es sieht aus wie Spiegel, aber unten drunter sieht es auch aus wie Glas. Kann man bestimmt sogar ein bisschen Licht dahinter setzen oder es ist vielleicht auch Licht dahinter, was man nicht so genau sieht. Also ich finde es auf jeden Fall toll, ist eine super Dekoration. Ja, jetzt, sie hat, glaube ich, auch mehrere drin, oder war das nicht? Doch, sie hatte auch mehrere drin. Da war ich immer am Überlegen, ob ich Spinnenweben mit reinmache, habe es nicht gemacht, aber wenn ich das sehe, ich hätte es machen sollen. Also die Spinnenweben dann noch in dieser Shadowbox und dann super, super, super. Auch gerade wenn so rein fotografiert ist mit den ganzen toten Köpfen, die sich stapeln da unten drunter, wirklich toll. Ja, Tim E. kenne ich nicht, freue ich mich, scheinbar Neuzugang, hat auch sehr viel jetzt Halloween gemacht, hat das richtig schön mit Rahmen so zusammen gemacht. Was ich da auch schön finde, ist einmal diesen großen Rahmen genommen und da drin dann so ein bisschen versetzt die kleinen und dann unten noch so diese Kerzen so. Auch super schön gemacht und er hat auch mehrere Bilder hochgeladen, also da lohnt es sich immer nachzugucken und sich wirklich mal alles anzugucken. Ja, sie kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich schon mal was gesehen habe. Finde ich ganz fantastisch gemacht, so dieses alles zusammen, sage ich jetzt mal, von der Bordüre bis über die Moldform, kombiniert dann, also alles richtig, das ist wie eine komplette Landschaft um diesen Hirsch herum. Super schön gemacht, wirklich immer mit den Trauben, die da von oben runterhängen, aber da hat sie auch noch Farn dazwischen gesetzt und teilweise Vögel, also super gemacht, ganz toll. Ja, Frau Winter hat natürlich ohne Ende Bilder, müssen Sie unbedingt gucken, aber ich habe gesagt, wir suchen das aus, weil das so eine Kombination von allem ist. Gell? Da ist so richtig volle Pulle Halloween mit Karten, mit Layouts, mit allem, was man da vorsetzen kann, also von Pumpkins über Moos, über Knochen bis Skelette, Flaschen, alles. Also das muss man sich mal ein bisschen genauer zu Gemüte führen. Sie hat aber auch sehr viele Einzelaufnahmen hochgeladen, also da kann man ganz, ganz viele Ideen suchen, kann man ganz, ganz viele Sachen finden, wenn man das einfach mal guckt.
Ja, sie hat jetzt unsere Tannenbaum-Mold benutzt und sie hat einmal das so ganz edel in die Hauben gesetzt und unterschiedlich mit Perlen kombiniert oder Gold. Und sie hat aber, gib mal jetzt das andere Bild, sie hat also aber auch so einen Kranz damit gemacht. Also auch tolle Idee, einfach mal zu sehen, wie vielseitig diese Tannenbaum-Mold ist. Meine Güte, sind die eigentlich inzwischen gekommen? Sind die wieder da oder kommen die noch? Wem suchen wir? Die Tannenbaum-Mold bei uns. Die kommen noch. Die kommen noch, ja. Bald sind sie wieder da, also wer sie nicht bekommen hat, bald sind sie wieder da. Dann sagen wir ihnen aber auch Bescheid, dann kommen die wieder. Super Idee einfach, gerade jetzt für Weihnachten eine absolut tolle Idee. Ja, Frau Zwickel hat das, also so ein Elfenhaus, das ist mit dem Papierset Enya und da sind auch diese Schmetterlinge drauf, da kommen wir heute im Laufe des Tages noch zu, also des Abends. Sehr schön gemacht, die Kombination des Papiersets damals mit allem drum und dran, ganz, ganz toll gemacht. Das war's, tada! So. Also wir fangen heute an, indem wir der Reihe nach Sachen zeigen, die es bei HSE am 30. gibt. Das ist ein Dienstag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da haben wir 2 Stunden morgens um 8 und um 11 Uhr. Also wir haben nur die 2 Stunden da. Wann jetzt die Ware dafür freigeschaltet wird, weiß ich noch nicht. Dementsprechend kann ich auch noch keinen Newsletter rausschicken, weil ich auch noch die Preise nicht weiß. Ich habe so ein bisschen einen Anhaltspunkt, und zwar was die Schmetterlinge betrifft, da komme ich nachher zu. Aber sonst habe ich leider noch keine Idee, was kostet. Deswegen kann ich Ihnen die Produkte jetzt so zeigen, aber ich kann Ihnen noch keine Preise dazu sagen. So, fangen wir mal an mit den fantastischen Wassertransfers. Ein sensationelles Set, und zwar mit tollen goldenen Ornamenten und mit diesen Engeln, die sich wirklich kinderleicht überall aufbringen lassen. Ich werde Ihnen das gleich zeigen, die sind einfach sensationell. Ob es jetzt diese wunderschönen Ornamente, die man hier auf der Dose sieht, diese feinen Ranken sind, oder auch diese runden Ornamente, die wir oben auf dem Deckel gemacht haben, die man natürlich auch teilweise nur benutzen kann, also dass man die auseinanderschneidet. Ich werde Ihnen das gleich zeigen, wie man das alles macht. Es ist auf jeden Fall eine irre Wirkung. Sie sehen sensationell aus. Natürlich in der Kombination mit diesen ganzen, sage ich jetzt mal, Schmuck, ob jetzt Kette oder Steine oder Anhänger. Da haben wir ein großes Repertoire zugekauft, dass sie wirklich das ganz festlich, weihnachtlich dekorieren können und zusammenstellen können. Hier sehen Sie auch die ganzen ovalen Medaillons. Das sind diese ovalen MDF-Platten, die Sie schon, seitdem wir sie freigeschaltet haben, auch wie verrückt kaufen. Also die sind wirklich toll, die sehen fantastisch aus, weil sie diese verschiedenen Größen haben und weil sie halt ganz einfach auch zu hängen sind, sehen sensationell, ich finde es sensationell aus, wenn sie so fertig dekoriert sind. Und Sie sehen auch, dass ich das mal mit unterschiedlichen Steinen gemacht habe, genauso, ob man jetzt oben eine Krone draufsetzt oder jetzt das andere Band. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen immer zwischendurch, wenn der Sam aufsteht und die Kamera nochmal irgendwo hinschiebt, dann werde ich Ihnen immer zwischendurch mal diese ganzen Schmuckornamente nochmal genauer im Einzelnen zeigen, dass Sie mehr wissen, was man damit machen kann oder wofür wir die auch teilweise gekauft haben. Also es hat so einen gewissen Sinn, haben wir versucht da zu machen, dass das zusammenpasst. Hier sieht man auch wieder diese Kombination. Der Unterschied halt bei Wassertransfers gegenüber jetzt zum Beispiel die normalen Transfers ist, wenn man jetzt normale Goldtransfers hat, die gibt es ja dann entweder in Gold oder in vierfarbig, aber es gibt keine Kombination. Und die Wassertransfers haben halt diese Kombination, dass du beides hast. Noch ein Unterschied ist halt, dass die Wassertransfers von beiden Seiten sichtbar sind. Also wenn ich jetzt einen Goldtransfer auf ein Glas aufbringe, dann habe ich auf der Rückseite silbern. Und die Goldtransfers, die sind zwar schön auf dem Glas, gehen auch,
aber sie halten nicht wirklich. Die Wassertransfers, da können Sie wirklich mit den Fingernageln drüber gehen und versuchen zu kratzen, ohne dass Sie einen Lack benutzen. Und die halten wirklich, das ist ein Unterschied gegenüber den Goldtransfers. Jetzt haben wir mal ein bisschen kurz Zeit und in dieser Zeit zeige ich Ihnen die einzelnen Bögen, die es gibt. Das Set bei HSE sieht so aus. Das heißt, wir haben diese Engel mit diesen tollen Rahmen hier drauf. Das heißt, das ist immer eine Kombination und wir haben verschiedene Größen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das von oben mache, dann kann ich da ein bisschen näher dran gehen. Ja, genau. Dann machen wir das von oben. So, jetzt hier sehen Sie das, Sie haben dieses tolle Gold. Und das Gold ist auch wirklich ganz detailliert und wir haben diese Engel da drauf in allen möglichen Varianten. Von jedem Bogen bekommen Sie 2 Stück, das heißt, Sie haben 2 von diesen Bögen. Dann haben wir auch diesen großen dabei und hier jetzt, wenn ich das hier so ein bisschen hin und her bewege, da sehen Sie auch wirklich, wenn das Licht oben drauf geht, was für feines, detailliertes Gold ist, was wir hier drauf haben und hier mit der Schleife oben etc. Den Vorteil, den man hat, wenn man zum Beispiel hinter Glas arbeitet, ist, dass man ja hinter dieses Gold zum Beispiel auch malen kann. Das bedeutet, Sie können, das heißt, nochmal eine Farbe dahinter setzen und diese bestimmten Dinge etwas hervorheben. Jetzt haben wir zweimal diesen Bogen, dann haben wir zweimal, das sind eine meiner Lieblingsbögen, diese fein detaillierte Ornament, diese 4 französischen Lilien. Auch dieser Bogen gibt es zweimal und natürlich auch hier sieht man dieses tolle Gold, also dieses ganze detaillierte. Und dann haben wir diese 2 runden Ornamente, die natürlich für runde Dosen, für Deckel oder für Teller gemacht sind, sehen fantastisch aus. Aber direkt, wenn Sie sich erinnern können, das Bild ganz am Anfang, wo ich das hier einfach auseinandergeschnitten habe und so an dem Rand des Bildes genommen, sieht auch sensationell aus, wenn man das auseinanderschneidet. Das war ein alter Kupferstich, den ich genommen habe und jetzt können Sie das vielleicht sehen, das waren ganz feine Linien hier und man hat also wirklich versucht, diese feinen Linien zu benutzen, dass es wirklich aussieht wie so ein alter Kupferstich. Ja, also hier sieht man, das sieht fantastisch aus. Der Sam bringt mir gerade mal einen Deckel, da kann man das noch ein bisschen besser sehen, wenn das drauf ist, genau. Hier sieht man das richtig, jedes Fein, ja, oder bei dir von vorne kann man es auch zeigen, genau. Es sieht einfach nur toll aus und das kann man natürlich kombinieren, noch mit dem Perlenband, mit dem Strassband und wir fanden auch die Idee toll mit der Krone und dann einfach diesen Oktagonstein da oben drauf. Der ist allerdings jetzt mit dem Resinkleber geklebt, damit er wirklich gut hält. Ja, so, das sind so einfach die Dinge, die man halt damit machen kann. So, jetzt gehen wir... Ich hätte 2 Fragen. Ja. Das Papierset Frederik ist ausverkauft. Ja, bei uns, ja. Kommt es nochmal in den Shop? Ich glaube nicht, nein. Also wir gehen mal davon aus, dass das wir haben es jetzt noch bei HSE, ich weiß jetzt natürlich nicht genau die Mengen, da ist es natürlich im Groß da und dann, wenn von HSE, ich gehe mal davon aus, dass es dort auch ebenfalls ausverkauft sein wird, und wenn wir dann vielleicht Retouren haben, dann kommen die Papiere einzeln dann nochmal im Shop, aber so als Set nicht mehr. So, gehen wir jetzt wieder zurück, Sam? Ach, die zweite Frage. Die zweite Frage, es gab mal eine Mold, Messer, Gabel, Löffel, die sollte noch mal kommen. Kam die nochmal zwischenzeitlich? Ein Mold, Messer, Gabel, Löffel. Eine Moldform nicht, aber die fertigen gab es, die Messer, Gabel, Löffel aus Portugal. Hatten wir auch mal eine Moldform? Ja. Ach, wir hatten vieles. Weiß ich nicht. Also die Mold weiß ich nicht, aber das andere ist mit M, sagt mir der Hersteller, die weißen Sachen. Montejo, ist Montejo. Ich weiß nicht, wenn wir nochmal da bestellen, werden wir sie auf jeden Fall wiederholen. Das waren diese größeren Messer, Gabel, Löffel. Ich gehe mal davon aus, dass sie das meint. Wenn sie das nicht meint, bin ich ein bisschen überfragt jetzt. Okay, gehen wir weiter zu den Wassertransfers. Ganz kurz noch eine Frage, weil die schon zum 2. Mal kam. Wo kann man die Weihnachtskugel mit den goldenen Streifen, die in der Deko liegen, kaufen? Bei uns? Gibt es sie bei uns im Shop? Müsste es eigentlich sein. Müssten eigentlich drin sein. Das sind?
den Ja, goldenen die schönen Cognac-farbenen. Ah, die zeigen wir. Ja, ja, ja. Ich kann gleich die Artikelnummer reingeben. Die Artikelnummer Ja, holen wir. okay. So, jetzt gehen wir wieder zurück und was Sie jetzt da sehen, diesen tollen Weihnachtsmann, der diesen fantastischen Brokatmantel anhat, den werden wir heute 3 Mal verlosen. Also 3 von Ihnen werden die Glücklichen sein, die diesen tollen Weihnachtsmann, jetzt haben wir nämlich die Verlosung dann auch schon hinter uns, okay, wird es diesen Weihnachtsmann bekommen. So, und jetzt haben wir die Kombination, den gibt es noch in groß und auch, wie Sie sehen, in kleiner gibt es den auch bei uns im Shop, aber 3 von den großen werden wir verlosen. Hier sehen Sie jetzt die Kombination von den Wassertransfers auf die Styropor-Medaillons. Das ist also, obwohl die so glänzen, das sind Styropor-Medaillons, die wir da genommen haben, die haben wir angemalt und das da drauf geklebt. Ich zeige es Ihnen gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Und dieser Glanz kommt, weil wir das 2-mal, vielleicht können Sie sich noch erinnern an unsere Ostereier, wir haben das 2-mal mit Pouring Glaze übergossen. Also nicht angemalt, sondern übergossen. Und dementsprechend kommt dieser enorme Glanz, der dann auf diesen Styropor-Medaillons drauf ist. Natürlich haben wir da auch wieder mit den Strass- und den Perlenketten gearbeitet. Das Ganze macht das sehr, wie soll ich sagen, sehr ja, hochwertig, sehr glänzend und hochwertig. Und da können wir mal noch mal ganz kurz zu mir zurückkommen. Da muss ich gleich noch mal was erklären. Ja, da sehen Sie dann noch mal den Teller. Bitte noch mal auf den Teller rechts runter, genau. Der ist jetzt hinter Glas gemacht worden. Also da sind die Goldtransfers hinter Glas gemacht worden, dann ist da angemalt und zum Beispiel dieses viereckige Glas davor, da haben wir die Goldtransfers von oben drauf gemacht. Und die sind jetzt an allen 4 Seiten und wenn man sich das genauer anguckt, dann ist das auch von innen Gold. Das heißt, egal wie diese Kerze da drin leuchtet, es leuchtet von allen Seiten und wenn man von oben reinguckt, sieht es auch Gold aus. Und das ist halt dieser Riesenunterschied zwischen Goldtransfers und Wassertransfers, dass sie von jeder Seite halt Gold haben und dass die Wassertransfers auch auf Glas wesentlich permanenter halten. So, und jetzt sehen Sie auch schon direkt diesen noch einen Riesenunterschied, den es da gibt. Jetzt sehen Sie nochmal so eine Gesamtdeko, auch mit den vielen kleinen Dekogegenständen, die wir natürlich Ihnen auch so anbieten, wie die kleinen Engelchen oben, wie diese ganzen Straßteile. Und unter anderem bieten wir Ihnen auch diese LED-Kerzen an. Und diese braunen LED-Kerzen sind tatsächlich Echtwachskerzen. Und die sind auch nicht ganz glatt, sondern die haben eine relativ raue Oberfläche. Und selbst da halten die Wassertransfers drauf. Da braucht man nichts machen, also ganz normal, ich zeige Ihnen gleich, wie die aufgebracht werden, ganz normal aufbringen und selbst auf Echtwachskerzen, auch auf die weißen, glatten, ganz normalen Echtwachskerzen halten die Wassertransfers fantastisch drauf. Also nur mal ein Tipp, da ist wirklich überhaupt nicht, wo man sagen kann, nee, die halten nicht drauf, die halten wirklich überall drauf und sehen überall fantastisch aus. So. Jetzt hat man die dann nochmal alle wunderbare Beispiele. Und Sam, gehst du erstmal weiter oder gehst du erstmal zu mir? Der Popov, das ist von Engelchen. Der heißt nur einfach falsch rum. Der wusste, dass du an der... Eine Frage, ja. Gibt es die Ornamente und Rahmen auch mal in Roségold? Wassertransfer. Das weiß ich noch nicht. Also es ist sowieso immer, wir haben jetzt sehr lange gebraucht, bis wir wieder Wassertransfers hatten. Wir haben fast ein Jahr, glaube ich, gehabt, gell? Oder Sam, sogar noch länger. Es ist immer wahnsinnig schwer mit diesen Wassertransfers, weil die bei der Produktion so eine irre lange Zeit brauchen zum Trocknen. Und dementsprechend ist das eine relativ teure Sache. Und da muss man immer überlegen, ja, wie kriegt man das angeboten? Und damit sich das Ganze, und deswegen machen wir das einfach nicht so oft. Jetzt haben wir das nochmal gemacht, weil ich gesagt habe, das ist einfach, ich wollte dieses Gold haben jetzt für Weihnachten, ist einfach was Tolles, jetzt machen wir das mal. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt erstmal wieder eine Weile brauchen. Ich kann mal nachfragen, wir haben ja schon dieses Irisierende gehabt, wir haben ja auch schon
was war das noch? Das Gold, Kupfer hatten wir. Also so, ja, das ist ja das Kupfer, das ist ein bisschen wie Roségold. Das hatten wir, also vielleicht machen wir das mal abwarten. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nicht wir haben das erste halbe Jahr, nächstes Jahr haben wir mehr oder weniger schon durch. Also vielleicht in einem Jahr nochmal so etwas machen. Gell? Also das nächste, sage ich jetzt mal, bis Juli wird es keine weiteren Wassertransfers erstmal wieder geben. Also das ist jetzt, die Sachen sind alle schon geplant oder mehr oder weniger fertig. Okay? So, jetzt unsere Kronen. Da möchte ich Ihnen nur ein bisschen was zu sagen, kleine Tipps. Sie haben gesehen, dass wir 2 Größenkronen diesmal haben. Und was wir gemacht haben, ich kann auch von oben kommen, wenn du willst. Geht's los? Genau. So, der Unterschied bei diesen Kronen ist, dass die größere Krone hat hier, sage ich jetzt mal, so einen Stift dazwischen. Da, wenn man die jetzt zum Beispiel zum Aufhängen nimmt, Sie werden sie gleich öfters bei mir sehen, dass ich sie unterschiedlich oft benutzt habe, um sie entweder auf eine Acrylkugel oben drauf zu setzen und dann das Band durchgezogen habe. Also wunderschön sind natürlich, jetzt wenn man das jetzt mal dieses tolle Band nimmt, wunderschön ist diese Krone, diese größere Krone, die Sie ja auch schon kennen, wir haben das ja auch schon gemacht. Ohne Brille geht gar nichts. So, ist, wenn man da halt das Band dann durchzieht. Und wenn ich das jetzt irgendwo aufklebe, sage ich jetzt mal, dann mache ich natürlich grundsätzlich, dass ich zuerst das Band durchziehe. Wenn man das jetzt sieht, gell, dann ist das fest, da kann nichts passieren und dann klebe ich diese Krone auf. Dementsprechend ist das fest und das Ganze kann damit hängen. Also ob es jetzt das Acrylteil ist, etc. So, jetzt haben wir das bei dieser kleinen Krone nicht. Das heißt, hier müssen wir uns was anderes einfallen lassen, weil die kleine Krone ist geschlossen. Aber da habe ich das so gemacht und das ist auch total simpel. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses etwas feinere Band nimmt, das ist dieses Charming-Band, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie legen das Band hier so rein und nehmen dann, jetzt nehme ich einfach eine blaue, eine x-beliebige Perle, einen Tropfen Kleber rein und kleben die dann hier rein. Und dementsprechend hält das Band dann da. Ich mache es, komm, einfacher einmal zu machen, als immer zu erklären. Also ein Tropfen Kleber rein, das Band dazwischen und die Perle reindrücken, dass der Kleber rausgeht. Und schon hält das. Okay? So dass man einfach diese Möglichkeiten hat, wie man das entweder so oder was auch immer toll ist, wenn man zum Beispiel mit diesen Kordeln arbeitet, wenn man etwas aufhängen will mit der kleinen Krone, dann habe ich das so gemacht, dass ich die, jetzt muss ich das gerade wieder wegmachen, dann habe ich das so gemacht, dass ich das Ende hier geknotet habe. So. Dann abschneiden und dann wirklich, genau, habe ich den Knoten reingeklebt in die kleine Krone. Jetzt habe ich keine kleine Krone hier mehr. Bin hier ein bisschen dezent bearbeitet worden vom Sam. Ich habe nicht viel bekommen. Kriege ich das noch raus? Nee, das ist schon fest, das kriegst du nicht mehr raus. Egal, aber doch, hier habe ich noch eine, genau. Und dann habe ich, das mache ich dann auch mal, vielleicht machen wir heute noch irgendeine, halt einen Tropfen Kleber rein und dann den Knoten zuerst, und das sieht auch gut aus, weißt du, den Knoten zuerst in die Krone rein und dann hält das auch. Kann man das auch, also die Krone irgendwo aufkleben und hat immer einen passenden Anhänger. Das ist nur so ein kleiner Tipp und es sieht, also wenn man das auch so anguckt, es sieht einfach gut aus. Auch dadurch, dass sie einfach diesen Knoten da gemacht haben, sieht es toll aus und man kann das wunderschön damit aufhängen. So, ja, du hast gesagt, ich soll ja, diese Kugeln war die Frage eben. Glaube ich. Ja, Sam, was willst du damit sagen? Die Artikelnummer lesen. Ach, okay, die Artikelnummer ist 071321. Die gibt es in diesen unterschiedlichen Formen. Die gibt es so zwiebelförmig, es gibt sie rund und so schmal und lang. Ja, schnell in die Deko, sonst habe ich sie vielleicht genommen, Sam. So,
jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen weiter und dann, ja genau, so, hier sehen Sie es auch toll, zum Beispiel auf das Glas, die Goldtransfers, und jetzt sehen Sie aber auch wirklich, wie auf der Rückseite auch das Gold durchscheint. Das ist das, was ich halt so schön finde. Oh, jetzt musst du noch mal zu mir gehen. Genau, jetzt geht es mal mit der Kamera auf den rechten Deckel. Bitte. Ja, genau, da muss ich auch noch mal. Und dann kommen wir nämlich noch mal, genau. So, jetzt haben Sie ja, jetzt musst du noch mal zu mir gehen. Jetzt haben Sie ja gesehen, dass wir die Kronen, und zwar sind das meistens die großen Kronen, dass wir die großen Kronen unterschiedlich als, sage ich mal, als Knäufe benutzt haben. Entweder wir haben diesen Oktagonstein genommen und haben den halt so aufgeklebt und dadurch ist das halt wie so ein Knopf. Dann habe ich aber auch ab und zu sag ich jetzt mal, einen Stein, den wir haben, einfach umfunktioniert. Das ist ein ganz, ganz tolles Teil. Das heißt, das ist von beiden Seiten hier tolle Ornamente, ganz feine kleine Strasssteinchen. Und hier, wir haben diesen doppelten Stein von der Firma mit 2 Ösen versehen lassen. Die können Sie ganz einfach rausnehmen. Das sind also diese normalen, wie wir das immer haben, sage ich jetzt mal so, können Sie hier verbiegen. Sehen Sie da, sie lässt sich relativ leicht verbiegen und können die rausnehmen. Und wenn Sie das rausnehmen, ich wollte es eigentlich nicht, den mache ich jetzt auch nicht, wenn Sie das rausnehmen und dann hier einkleben, so habe ich das gemacht, sieht das natürlich von beiden Seiten auch super toll aus. Grundsätzlich sind, ja genau wie hier, da hat man das als Beispiel, gell? Sieht das natürlich extrem edel aus, super schön, weil es natürlich auch so von beiden Seiten ist. Aber grundsätzlich sind die eigentlich als Zwischenteil gemacht, um etwas aufzuhängen. Wenn man jetzt nochmal an diese MDF-Medaillons denkt, da habe ich viel gemacht, dass ich eine kleine Schleife gemacht habe und dann diese kleine Schleife entweder an diese Öse gebunden habe und dann hier an diese andere Öse dann halt nochmal. Wir haben hier dieses Band, es gibt ja dieses Band, das ist auf der einen Seite dieses tolle Thiel und auf der anderen Seite ist das auch so ein schönes Schokobraun. Ja genau, ja, hier habe ich jetzt mal eine große genommen, hier unten, ja. Hier habe ich als Zwischending zum Beispiel mit diesem Ornament genommen, das habe ich, hier sehen Sie auch, dass sich das noch bewegen lässt. Da habe ich also die Öse hier unter der Schleife festgemacht und dann das als Zwischenteil genommen, bevor ich diesen Anhänger dran gemacht habe. Aber man kann auch diese Medaillons damit anhängen, wenn man will. Und dann, das habe ich auch irgendwo gemacht, und dann habe ich halt meistens, jetzt mache ich das gerade mal, machen wir braun, andere Seite. Oh, bisschen kleines, mache ich eine einfache, ein bisschen zu kurz abgeschnitten. So, machen wir eine einfache Schleife. So, wenn man so eine einfache Schleife hat, weg von meinen Fingern. So, und dann jetzt sage ich jetzt mal, so, dann nehmen wir nochmal das. Das ist alles ein bisschen Theorie hier, aber man kann natürlich unheimlich schön zeigen, was man da so machen kann. So, das heißt, man hängt hier dran, hier wird es aufgehängt, man nimmt jetzt hier diese Öse, setzt die hier, jetzt mache ich das einfach mal mit den Fingern so, nicht perfekt, aber dass Sie ungefähr wissen, was ich meine. Kriege ich das mit den Fingern zugedrückt? Ja, genau. So eine Schleife und dann kann man das Ganze hier wieder an, sage ich jetzt mal, so ein Medaillon dran kleben. Gell? Dann hat man so eine tolle Kombination, wo das Ganze dann dran hängt. Gell? Entweder Styropor-Medaillon oder diese Holzmedaillons. Einfach nur als Idee. Das heißt, ich mache die Öse an die Schleife und klebe die komplette Schleife. So ist das relativ einfach irgendwo aufzukleben. Wenn Sie nur diese Öse irgendwie festmachen wollten, dann bräuchten Sie ja wieder, ja, entweder ein Loch in Ihrem Medaillon oder sonst irgendwas. Und so kleben Sie einfach die Schleife und das Ganze hält. Ja, nur so als Tipp. Eine Frage, ja. Die türkisene Farbe, wie heißt die? Das Band? Nee, die türkisene Farbe zum Beispiel. Okay, die
Jetzt kommst du wieder. Hast du mir alte gegeben? Nein, ich habe neu ausgepackt. Ich habe immer die eine Batterie, ich kenne das immer nur, dass man die einmal so rum macht und einmal so rum macht. Aber hier musste man beide in die gleiche Richtung machen. Die Beschilderung war auch sehr klein. Ja, ich habe auch meine Brille Wahnsinn. nicht auf. Also tut mir leid, jetzt gehen wir noch mal zurück zu den weiteren Beispielen. Ja, hier haben wir jetzt noch mal die Gläser und dann hinten das Triptychon. Halt immer tolle Kombination. Die Dosen. Ganz oft haben wir die Dosen nicht nur von vorne, wenn wir dieses Engelsbild drauf gemacht haben, sondern auch immer von oben nochmal mit einem runden Strassband versehen. Also super toll. Jetzt fällt mir gerade ein, dieses tolle Band, was wir am Deckel haben, hast du das eigentlich im Ordner? Das weiß ich nicht. Ich meine nicht, gell? Können wir gleich mal, wer nicht weiß oder es noch nicht gefunden haben, können wir gleich mal die Artikelnummer noch mal reingeben. Aber viele kennen das. Das hatten wir letztes Jahr schon, dieses Band. Aber ich bin immer noch total verliebt in dieses Band. Ich finde das einfach super schön. So, das waren jetzt die Wassertransfers. Ja, ich muss noch eins tiefer, kurz runter, aber welche Farbe? Wir haben über dieses Grün, ich meine, das war Giftgrün, ne? Das Giftgrün, das sind, Entschuldigung, das sind Farben, es gibt 4 Farben als Set, wie jetzt bei HSE. Und da ist dieses Giftgrün unter anderem mit drin. Das ist ein HSE-Farbenset. Ich bin jetzt nicht sicher, haben wir das hier auch? Oder gibt es das nur bei HSE? Haben wir grundsätzlich hier, aber als Set ist, glaube ich, ich weiß es nicht. Wir zeigen gleich nochmal die Farben im Einzelnen, welche da drin sind. Man sieht es im Grunde genommen, das sind die Farben auf den Dosen. Das ist dieses Art Türkis, was man sagt jetzt Giftgrün. Ich meine, es ist ein Türkis, egal. Und dann gibt es wir zeigen sie gleich. Es ist einfacher, als dass ich jetzt irgendwelche Namen davon erzähle. Okay? Oder, Herr Gneiting, bringst du es mir einmal? Was habe ich hier drin? Das Farbenset. Ja, mache ich gleich, aber ich stelle dir das so. Gut, ja, okay, so. Ja, ich quatsche so lang. Wissen, was ich in dieser kurzen Zeit mache, wie der Sam umschaltet? Ich tue das jetzt mal gerade weg. Ich erzähle immer, wie einfach alles geht. Ach, hier zum Beispiel auch, habe ich eben mal so gemacht, weil ich ein bisschen weiterarbeiten wollte, zeige ich Ihnen gleich. In der Zeit machen wir einmal, es gibt ja diese tollen Schiffchen, da kommt gleich noch ein Beispiel, wo ich jetzt zum Beispiel von außen die Goldtransfers gemacht habe und von innen das Reispapier. Ja, und jetzt einfach ganz simpel, wie habe ich das gemacht? Das heißt, ich gehe jetzt mit der Schere, schneide das grob aus. Jetzt ist das ein bisschen zu groß, das heißt, ich brauche nicht das Ganze, also brauche ich nur einmal so, nehme das hier in der Mitte raus, einmal so. Das kann man alles noch gebrauchen. Jedes einzelne Teil werden Sie gleich sehen, wenn ich Ihnen die ganzen Reispapiersachen zeige. So, jetzt nehmen Sie die durchsichtige Folie ab. Und egal, was wir bis jetzt gesagt oder gehört haben oder sonst etwas, jetzt arbeiten Sie bitte genau so, wie ich es Ihnen jetzt sage, weil die sind ein bisschen anders als die wir bis jetzt hatten. Also die kleben wesentlich einfacher und wesentlich besser. Sie sprühen jetzt kein Wasser drauf, sondern Sie belassen sie so, wie sie sind. Tun Sie hier einfach so drauf, so wie sie also da drauf sollen. Ich tue sie einfach mal hier so, die kleben jetzt schon so ein bisschen hier drauf. Und jetzt nehmen Sie einfach ein Schwämmchen mit Wasser und tupfen hier das Wasser drauf. Sie können auch hier ein bisschen reiben, so. Es muss nur dieses Papier, dieses Trägerpapier soll mit dem Wasser durchfeuchtet sein, nichts anderes. So, das geht schon wieder weg. Jetzt ist das fest. Jetzt mache ich auch schon die andere Seite. Auch hier lege ich das drauf. Sekunde, gerade mal. So, ich drücke es ein bisschen an. Ich hätte jetzt hier ein bisschen weiter sein können. Und
gehe wieder mit Wasser, tupfe oder reibe. Bei Kerzen oder bei runden Gegenständen ist es manchmal einfacher, wenn man ein bisschen reibt, weil wenn sich dieses Papier etwas ausdehnt, gibt es Falten und dann kann man ein bisschen reiben, um das ein bisschen glatt zu reiben. So, jetzt braucht man ein paar Sekunden, dass das fest ist, aber jetzt kann ich das schon abziehen. Entschuldigung, hat man es überhaupt gesehen? Ich war jetzt weg. Hat einer von euch darauf geachtet? Weil du bist jetzt nach oben gesprungen mit der Kamera und das habe ich nicht mitbekommen. So, das ist schon aufgetragen. Jetzt muss ich hier gucken, ob das schon klebt an einer Seite. Ich würde sagen, ja, jetzt da. So, jetzt so einmal. Jetzt habe ich, so, das passiert Ihnen nicht zu Hause, so. Und auf jeden Fall ist es jetzt schon drauf. Sie lassen es so, da habe ich jetzt selber weggezogen, weil der Sam gesagt hat, ich soll es nein, weil du gesagt hast, schieb es nach vorne. So. Ja, ich kann ja nicht nach da ziehen und gleichzeitig nach vorne schieben. So, aber jetzt sieht man es auf jeden Fall. Ich glaube, man hat schon gesehen, wie einfach es ist. Es geht in kürzester Zeit. Ist das gemacht. So, und jetzt lassen Sie das bitte trocknen. Und das gilt bei diesen goldenen Sachen, unbedingt trocknen lassen, die einfach so nicht auf die Heizung, nicht anföhnen. Eine Frage. Ja, Sekunde. Ja. Es hat einen Grund. Und zwar, wenn Sie anföhnen, bei dem Gold passiert nicht wirklich was, aber bei den farbigen, das sehen Sie nämlich gleich, die krakelieren dann. Das sieht toll aus. Ich habe es bei manchen mit Absicht gemacht, um diesen Alterungseffekt zu kriegen. Aber wenn Sie kein Krakell haben wollen, bitte nicht beschleunigen. Was man machen kann, wenn man es also schneller möchte, dass es trocknet, aber es soll nicht krakelieren, eine Schicht, direkt wenn es nass ist, eine Schicht Pouring Glaze drauf tun. Dann krakeliert es nicht und man kann es trotzdem ein bisschen beschleunigen. Aber sonst bitte nicht anföhnen, sonst reißt es direkt. Ja. Und das macht man so auf alle Untergründe oder nur auf Glas? Jetzt erstmal die Sabine. Das macht man auf allen Untergründen. So, wir machen aber gleich weiter. So, Sabine. So, jetzt. Gibt es die Glasschiffchen bei uns im Shop? Ja, die Glasschiffchen gibt es bei uns im Shop. Die finde ich ganz toll. Da kommen gleich, das Beispiel werden Sie gleich sehen. Und wir lassen das trocknen und dann zeige ich Ihnen auch gleich, wenn ich da mehr mit meiner Hand drüber gehe, wie die halten. So, ich drücke das jetzt alles nochmal an. Das fängt jetzt schon an gut zu trocknen und dann zeige ich Ihnen gleich, wie gut die halten und das sieht wirklich toll aus. Aber wir machen gleich noch ein bisschen mehr, ohne dass der Sam dazwischen quatscht. So, Reispapier. Ganz kurz, gibt es die Transfers bei uns im Shop oder bei HSE? Die Transfers wird es nur bei HSE geben. Eine nicht so große, zwar eine etwas größere Menge, aber eine nicht so riesengroße Menge. Und wie gesagt, die einzige Menge. So, und ist das nicht toll? Oh, jetzt kommen wir in meine Welt. Ich finde die so schön. So, wir haben dieses Reispapier gemacht, weil wir dieses sogenannte Weihnachtsthema Tropical hatten. Und da sind so diese tollen Farben, ja, dieses Altrosé, dieses Teal oder Salbeigrün, wie immer man das sagen will, Fuchsia. Und da fand ich, dass nicht nur unsere Schmetterlinge und diese Mohnblumen super dazu passen, sondern habe ich gesagt, machen wir ein passendes Reispapier. So, und wenn Sie jetzt gucken, das Sam geht ein bisschen zu schnell, wenn Sie jetzt gucken, sind auf dem Triptychon rechts und auch auf diesem schönen Dings immer die Wassertransfers noch oben drauf. Das heißt, wir haben das Reispapier gemacht, wir haben teilweise außenrum gemalt, weil das ja gar nicht so komplett so groß ist. Und dann, damit man das nicht so schön gemalte, nicht unangenehm auffällt, haben wir einfach Stücke von den Wassertransfers draufgegeben. Und hier sieht man es am besten. Was? Hier sieht man es am besten. Ja, links da, genau. Und das Ganze dann noch kombiniert mit unseren Folien Schmetterlingen und Folien Mohnblumen. So, das Reispapier gibt es nur bei uns hier im Shop. Die Deko wissen Sie sowieso, aber die Schmetterlinge und die Mohnblumen, da gibt es noch eine Restmenge bei HSE und wir werden das auch am 30. präsentieren. In Kombination hier
Es wird ein günstiger Preis sein, aber ich weiß beim besten Willen nicht, was für ein Preis. Wir bieten sie auch an, hier allerdings das halbe Set, richtig, Sam? Hier das halbe Set. Von genau, hier allerdings das halbe Set, das heißt also nicht so groß, wie es bei HSE gibt. Bei uns gibt es das halbe Set. Also wer nicht warten möchte, bis HSE das Set reduziert hat und mit der Hälfte zufrieden ist, kann das auch hier kaufen. So. Was wir hier gemacht haben, wir haben die Schmetterlinge zu 90% außenrum noch mit den Miniaturstrassketten bezogen. Und zwar entweder mit den Rosé oder mit den Perlen oder mit den Klaren. Also wie man es gerade will. Es sieht immer toll aus. Also gerade diese Rosé-Kette, jetzt kannst du mal nochmal auf meine Finger gehen, wenn du möchtest, Herr von und zu. Da, gut, dann machen wir das von da, dann machen wir es von oben. Nee, jetzt, ich brauche dich gar nicht, ich habe die Kamera oben. So, das heißt, wir haben hier diese tolle, das ist also diese, die gibt es ja bei uns, diese tolle mit Gold, also goldene und roséfarbene Steinchenkette. Die habe ich jetzt hier ganz wunderbar einfach außenrum mit dem 3D-Resinkleber gemacht. Und man kann die machen, man kann die klare machen, man kann diese Perlen machen. Also da kann man machen, was man will. Wenn man das jetzt zu dem Reispapier, was wir jetzt da zeigen, da ist natürlich diese roséfarbene mit Abstand am schönsten. Was wir auch gemacht haben, wir haben teilweise sie zu zweit aufgeklebt, teilweise einzeln. Ob das jetzt diese weißen, diese passen natürlich toll, weil es sind genau die gleichen Farben wie in dem Reispapier, beziehungsweise auch die grünen, alle beide sehen fantastisch aus. So, jetzt gehen wir noch mal weiter zu dem Reispapier, da sieht man das jetzt wieder. Kombination von den Blumen, also das sind diese Folienblumen Enya, mit natürlich all diesen anderen, sag ich jetzt mal, Schmuckstücken, die wir gemeinsam haben. Und jetzt sehen Sie hier dieses Schiffchen wieder. Und hier ist jetzt das Gold, die Wassertransfers von außen. Und von hinten habe ich das Reispapier gemacht. Das Reispapier habe ich natürlich dann weiß angemalt und damit diese Vase nicht von innen weiß ist, haben wir dann nochmal Blattgold reingemacht und dann das Ganze mit Licht versehen. Sieht extrem edel aus. Sie werden gleich noch ein anderes Beispiel sehen, aber sieht super edel aus. Wenn man jetzt weiter nach oben geht, sehen Sie noch ein tolles Schild, was wir ebenfalls wieder mit dem Reispapier gemacht haben. Und dann habe ich so ein bisschen die Reste, die ich hatte von den goldenen Ornament, habe ich da überall an Übereck geklebt, überall einfach da drauf. Und es sieht sowas von edel aus, sowas von schön aus. Sabine guckt mich mit strengem Blick an. Ich höre. Ich frage gleich zwei Sachen. Ja. Wann kommt das Reispapier in den Shop? Das Reispapier ist im Shop. Ist heute Nachmittag angekommen und direkt in den Shop gegangen. Ja, genau. Es sollte eigentlich früher kommen, aber war halt nicht. Okay, und die zweite Frage, Kerzenhalter Quasten, kommen die nochmal? Kerzenhalter, die goldenen. Ich weiß, größtenteils ausverkauft. Sind die alle drei ausverkauft? Ich sag größtenteils, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Ja. Nein, die kommen nicht mehr. Es war, eine Größe war heute Mittag ausverkauft, das habe ich mitgekriegt, aber die anderen beiden Größen, die gab es noch. Es gibt 3 Größen, gucken Sie sich noch mal genau an. Die anderen beiden Größen gab es noch und die sind alle so groß, dass Sie die dicken Kerzen bzw. auch die kleinen Kerzen reinmachen können. So. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Reispapier und hier sehen Sie das jetzt zum Beispiel wieder hinter Glas, kennen Sie ja, links habe ich das wieder in Kombination gemacht mit den Wassertransfers und jetzt gehen wir aber auch mal ein bisschen nach oben, weil da sieht man kaum, ich müsste eigentlich mal hingehen, ein bisschen pusten, ich puste mal, weil die Sachen, da haben wir so tolle Sachen drin, ich weiß, dass schon viele Sachen ausverkauft sind, aber alleine, ich weiß nicht, sieht man das jetzt, ich puste mal. Alleine diese sensationell irisierenden Glassteine hier, die gibt es in 3 verschiedenen Formen. Die sehen einfach sensationell aus, ob viereckig oder diese Tropfen. Und
wer gerne so etwas an, sag ich jetzt mal, an Fenster hängt, da ist das optimal zu. Das sieht so schön aus. Und wenn man jetzt, ich gehe jetzt doch mal einzeln hier dran. Sam, bist du hier drauf? Gehst du hier? Okay, das heißt zum Beispiel diese Acrylherzen, da habe ich das jetzt wieder mit der Krone so gemacht. Hier sieht man das, ist durchgezogen halt und dann ist die Krone geklebt. An den Seiten haben wir jetzt einmal diese rosarote Straßkette und links und rechts diese Flaschicord heißt das, gell, Flaschicord. Und ist das die dünne rosarote oder die Champagner? Nein, das ist die dünne rosarote, meine ich. Okay. Oh ja, ich meine, oder ist die Champagner? Nein, es ist die Champagner, du hast recht. Ja, es ist die Champagner. Das heißt, die ist die etwas dickere, ist 2 mm, gell, richtig? 2,5. 2,5 mm, etwas dickere, genau. Das ist also bei all diesen beiden und auch das ist die 3 mm, glaube ich sogar. Ach Sam, mach mich doch noch durcheinander. Ich weiß es nicht. Ja. Champagner auf jeden Fall. Genau, Champagner wollte ich gerade sagen. Das ist die Champagner. Wir haben auf jeden Fall genug von diesen Teilen. Als Idee auch zum Beispiel mal, wenn man jetzt wie hier, wenn man mal einen Schmetterling einfach so wie hier auf eine Kugel oben drauf setzt. Das sieht auch so toll aus, wenn man diese Kugeln nimmt und ob man jetzt die durchsichtigen oder egal welche Farben, sieht einfach wirklich toll aus. Hier haben wir dann noch, hier unten haben wir dann die Medaillons. Da haben wir auch an den Seiten gleich gearbeitet, haben dann allerdings eine Schleife gemacht. Also das sind einfach diese unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man etwas aufhängen kann. So, wo der Sam immer eben so schnell vorbei gehuscht ist, können wir noch mal zurück zu unseren Flying Candles. Geht das? Bist du da? Ich weiß es nicht. Ich bin schon dabei. Okay, so, einfach auch hier, wenn man jetzt, die Flying Candles ist natürlich typisch Harry Potter, aber ich finde sie auch so sehr edel. Und zwar gerade in Kombination, wenn man jetzt schon was ans Fenster machen will. Also wenn man so ans Fenster, weil sie halt so ein gewisses Licht geben, kannst du zufällig da drauf gehen? Ist das machbar? Versuche beide Seiten hier glücklich zu machen. Ja, ich bin jetzt näher dran. Ja, also zum Beispiel haben wir diese tollen Schmuckornamente, die gibt es hier in dem Grün, nachher zeigt der Sam die auch noch da oben in rosarot. Wenn man so etwas runterhängt oder diese tollen Glassteine runterhängt, dann solche Kugeln, dann von ein paar Schmetterlinge oder auch ruhig mal so ein Schmetterling an so eine Kerze dran, dann sieht das schon toll aus. Ob man das jetzt, ich habe das hier an so einen Baum gehängt, ob man das an einen Baum hängt oder ans Fenster. Oder auch, was man auch machen kann, zusätzlich zum Beispiel, wenn man so über den Tisch so einen Leuchter hat, dass man da so ein paar Zweige reinmacht und dann nochmal runterhängt. Das ist eine tolle Idee. Und dann nochmal, auch nicht nur meine Lieblinge, sondern auch Ihre Lieblinge, unsere Outdoor-Kerzen. Diese tollen Kerzen hier, wenn man die mit dem Reispapier macht, und jetzt schauen Sie mal, und dann haben wir auch hier ist jetzt allerdings oben und unten diese schmale Rosé-Straßkette mit der Kordel und auch hier, das sieht direkt sowas von edel aus, wenn man das auf diesen Kerzen macht. Das sind alles nur so ein paar Ideen, wie Sie das, was man, wie soll ich sagen, was man gemacht hat, noch ein bisschen verändern kann, also noch ein bisschen toppen kann, dass es noch ein bisschen genialer aussieht. So, und 2 Dinge nehme ich mir jetzt hier raus und nehme die mit nach vorne, damit weil ich Ihnen da noch ein bisschen was dran zeigen will. So. Dann habe ich noch eine Frage zu den Strassketten. Ja. Die gibt es bei uns im Shop. Ja. Aber nicht auf der Rolle. So wie nein, die gibt es bei uns, keine Ahnung mit wie viel Meter. Da steht immer dabei, wie viel. Also der eine oder andere Kette ist 2 Meter und die in absoluten Schmuckqualität, die sind glaube ich 1,5 Meter. Ja, das sind die hier, gell? Die ganz kleinen. Ja, genau. Der Unterschied von den Qualitäten dieser Ketten ist, diese feinen, die ich hier habe, die haben einen ganz geringen Abstand zwischen den Steinen. Das heißt, die haben also viel mehr Steine pro Meter. Das ist diese sogenannte Schmuckqualität. Und dann gibt es noch, wir haben die etwas dickeren, wie da die Champagnerkette. Die haben einen größeren Abstand dazwischen. Das sind die ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr anbieten, weil sie halt einfach günstiger sind. Genau. Ja, richtig? Yep.
So, jetzt, das ist das Bild, was man eben gesehen hat. Das ist das Reispapier, dann hier diese Wassertransfers. So, was ich hier gemacht habe, um diese, sage ich jetzt mal, tropischen Blumen mit unseren Mohnblumen zu verändern, ich habe hier, wenn man das hier mal anschaut, das mache ich aber gleich auch noch einmal, habe ich diese Mittelpunkte genommen. Das heißt, das sind diese Mittelpunkte mit der Perle und dem Strass. Und da können Sie immer hier zwischen, ist so eine Lücke, können Sie diese tollen, wie heißen die Tropfensteine bei uns? Wir haben diese Tropfensteine in diesem Rosé und haben die in Weiß. Und die können Sie immer dazwischen reinkleben, sehen Sie? Und so machen Sie sich dann nochmal eine Blume in der Blume, sag ich mal. Und dementsprechend sieht das Ganze dann noch, sage ich jetzt, dann noch mehr angepasst, noch ein bisschen tropischer aus. Gell? Ja, hier kann man das sehr schön sehen. Gell? Und die haben auch dieses leicht irisierende, milchige. Und hier, die gibt es auch noch in Weiß, das sind die noch in Weiß. Aquamarin, Entschuldigung, dann sind die Aquamarin. Aber hier kann man das jetzt sehr gut erkennen. Gell? Das sieht schon richtig toll aus, richtig hochwertig Schmuck. Und hier sieht man dann auch immer noch mal die Schmetterlinge mit dem, sag ich jetzt, mit dem Strass außenrum. So, und das war das eine, wo ich sagte, mit den Resten, da kann man das ein bisschen besser erkennen, wenn man das jetzt anguckt. Das Reispapier ist wirklich nur genau so. Dann habe ich hier natürlich ein bisschen weiter gemalt, weil hier war der grüne Streifen, hier ein bisschen grün weiter gemalt, auch hier das Blatt ein bisschen weiter gemalt, aber dann haben wir hier überall einfach die Reste von dem Goldtransfer aufgebracht. Und hier ist, also ich kann hier drüber kratzen, da geht nichts weg, hier ist nichts lackiert drüber, nichts. Das ist alles vorher lackiert worden und dann sind die Transfers drauf. Und das ist schon ein Riesenunterschied von der Haltbarkeit her gegenüber jetzt den Goldtransfers. Nur mal so als Idee. Weiter geht's. Gott. Eine müssen Frage, wir mal zum Basteln kommen. Ja. Die großen Steine, wo du vorher... Ja, die großen... Gibt es im Shop? Ja, die gibt es im Shop. Das sind 3 verschiedene. Es gibt die in Tropfenform, in viereckig und in so langen Tropfen. Und die sehen wirklich, gerade wenn die sich bewegen, wenn man die irgendwo hängt, die sehen toll aus. Ja, hier haben wir dann nochmal den Rest kombiniert. Da sieht man, dass ich diese Tropfensteine links auf dem Bild auch nochmal so wie so eine Blüte zusammengesetzt habe. Da habe ich dann mit dem Konturenstift Brass heißt der, glaube ich, gell? Oder wie heißt der? Bessing? Wie heißt der bei uns? Gold oder Brass? Nee, das ist Brass. Das ist Brass. Das ist Brass. Habe ich dann noch die Blütenkelche ein bisschen nachgemalt und auch unten drunter ein bisschen nachgemalt und habe das Ganze so ein bisschen kombiniert. Das Reispapier, was man... Ganz kurz, das Band tue ich gleich rein. Sobald gebastelt wird, suche ich es raus und tue ich in die Gruppe rein. Welches Band? Ist alles gut. Diese Band, die gesucht wird. Ja. Aber solange ich die Kamera hier... Ja. Aber mache ich gleich. So, rechts diese Gläser, die wie Windlichter sind. Wenn man das machen möchte, dann tut man natürlich nichts, sage ich jetzt mal, hinter das Reispapier, also nicht weiß anmalen, damit das transparent bleibt, damit das Licht dadurch zu sehen ist. Und wenn man das also jetzt wie bei diesem Schiffchen, und jetzt können wir noch die andere Vase, die große Vase, ich hole die her, Sam, ich hole die her, dass ich ein bisschen diesen Unterschied zeigen kann. Da. Du kannst nachher immer noch hier drauf gehen. Hier hängen noch die tollen Medaillons, die Reispapier auf den Styropor-Medaillons. Da haben wir auch wieder übergossen. So, genau. Also, habe ich so ein bisschen rumgetestet. Man versucht ja immer, das ist jetzt, und jetzt kann ich hier sehen, ich kratze jetzt hier drüber. Man hört es. Gell, da. Und da passiert nichts. Da ist nicht lackiert, das ist einfach das Goldtransfer. Also es hält wesentlich besser als jetzt unsere normalen Goldtransfers. Das ist jetzt von außen, dann ist dahinter Reispapier gesetzt worden und dann weiß angemalt und dann hier nochmal mit Blattgold innen. Das ist jetzt von außen, aber man kann es auch anders machen. Und zwar hier. Da habe ich die Goldtransfers zuerst gemacht. Ich
glaube, so kann man es am besten sehen, genau. Zuerst, das ist dieses dicke Glas, zuerst die Goldtransfers draufgesetzt, von da und von da. Und dann habe ich das Ganze mit dem Reispapier von innen ausgefüllt. Auch eine ganz, ganz edle Art. Es sieht wirklich sehr edel aus. Und das Ganze dann wieder mit Weiß angemalt und auch das Gleiche hier wieder mit Blattgold drin. Hier habe ich jetzt noch ein LED-Licht drin. Okay, das ist innen nochmal mit Blattgold. Also verschiedene Ideen, wie man was machen kann. Aber ganz besonders, ich finde die Kombination von Reispapier, egal welches Reispapier, also von Reispapier und diese Goldtransfers, finde ich sehr, sehr edel. Und natürlich kann man das auch auf den Teller machen, logisch. Man kann erst die Goldtransfers aufbringen und dann den Rest des Tellers mit dem Reispapier ausschmücken etc. Dann können Sie den Teller natürlich auch von oben komplett benutzen, weil da ist ja nur das Glas. So, jetzt räume ich das wieder weg. So, hier sind jetzt nochmal die Styropor-Medaillons, die größeren hängen auch oben drüber. Die sind jetzt genauso mit dem Reispapier gemacht, einfach mit dem Reispapier drauf, mit der Flashy-Kordel außenrum, natürlich wieder die Kronen oben drauf zum Halten. Und das Ganze ist zweimal mit Pouring Glaze übergossen, damit man diesen Glanz da hat. Ja. Das Gold- und Cremekordel ist auch heute gekommen, ist auch wieder im Shop. Gold- und Cremekordel. Ach ja, die dickere, die etwas dickere Kordel, ja, die man für die Weihnachtskugeln benutzt hat. Könnte man auch benutzen, ne? Theoretisch. Könnte man auch benutzen. Kann man auch benutzen. Die gibt es in Gold und in Creme. Gab es doch auch in Rot? Ist die auch im Shop? Nein, okay. Also in Gold und in Creme ist im Shop. So. Eine Frage zum Reispapier. Mit was wird Reispapier lackiert? Moment, das ist egal. Sie können das Reispapier mit dem Decoupagekleber lackieren. Sie können das Reispapier mit Pouring Glaze lackieren, mit Soft Touch. Also wenn Sie einen Glanz haben wollen, dann bin ich ja ein Pouring Glaze Fan. Also da kann man wirklich super einen Glanz mit rausbringen. Ich zeige hier, ich habe gerade das dickere hier, die größere Verpackung. Also hier Pouring Glaze, das ist dieser Lack, wo man schütten kann, wo man aber auch einfach mit dem Pinsel anmalen kann. Das ist der glänzende. Dann gibt es noch einen sogenannten Soft Touch Lack, der ist ganz matt. Der ist, sieht auch toll aus, wer es halt matt mag. Und dann können Sie aber auch einfach diesen Silky Shine, den Decoupagekleber benutzen. Der ist ja Silky Shine, wenn Sie den oben drüber machen, dann haben Sie so einen Seidenmattschimmer. So, wir haben es noch gar nicht gezeigt. Also es gibt wir bieten dieses Reispapier als Set an. Das ist einmal, das haben Sie ja gesehen, das ist einmal der Kopf. Den gibt es im Set zweimal, richtig? Zweimal. Und dann gibt es dieses Doppelte, das heißt einmal den Schmetterling mit den Blumen und einmal die Vogel und das ebenfalls zweimal. Also das Set besteht aus 4 Papieren, jeweils diese 2 Designs, also zweimal das, zweimal den Kopf. Dann haben Sie das auch gesehen. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht gezeigt. Eine Frage zu den Styropor-Medaillons. Ja? Müssen die mit Pouring Glaze übergossen werden? Reicht vorher anstreichen nicht aus? Moment, also es kommt immer darauf an, was Sie machen wollen. Bring mir mal eins bitte. Bring mir ein. So, normalerweise, hier sehen Sie ja, normalerweise, wenn ich mit den Styropor arbeite, das ist ganz normal angemalt, die Farbe. Jetzt kommt wieder die Frage nach der Farbe bestimmt, das Farbenset. Nein, das Farbenset von HSE. Liegt da? Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich es auch noch hier. Wunderbar, genau, jetzt das kann man das auch direkt zeigen. So, also jetzt zurück zu den Styropor. Normalerweise male ich die an. Das ist jetzt ganz normal einmal angemalt, so wie hier. Die sind ja weiß, dadurch, dass die Transfers ja leicht transparent sind, hat man ja auch, ich hole mir gleich das Glas, sieht man das besser nochmal da drin, ist es schöner, wenn man jetzt zum Beispiel das Gesicht nicht auf etwas Dunkles aufklebt, sondern dass man das da mehr oder weniger weiß lässt, wo man das aufklebt. Was man machen kann, wenn man es ganz 100%ig haben will, dann geht man mit einem, sag ich mal, Butterbrotpapier oder Transparentpapier hier drüber, zeichnet sich das ab, dass man dieses Oval hat.
und tut es hier drauf, dann hat man genau das passende Oval. Wir haben das jetzt immer, sage ich jetzt mal, ein bisschen frei nach Schnauze gemacht, so ein bisschen, wie man meinte, so viel hell brauche ich. Mir reicht, wenn der Kopf hell ist, der Rest kann ruhig was dunkler sein. Da haben wir es einfach weiß gelassen, weil die Styroporteile sind ja weiß, die brauche ich jetzt nicht weiß anmalen. Wenn ich das jetzt hier so auf Holz mache, dann male ich hier ein bisschen weiß an und mache das andere in dunkel, egal, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel da, wenn ich so ein dunkles Braun habe, dann habe ich immer in der Mitte ein bisschen weiß angemalt und habe dann außenrum das Dunkle gemacht. So. Wenn ich jetzt dann das Transfer aufgebracht habe, dann sieht das so aus wie hier. Wenn ich aber diesen enormen Glanz, wenn man das jetzt mal anguckt hier als Unterschied, wenn man jetzt diesen enormen Glanz haben möchte wie hier, egal von welcher Seite, dann reicht es nicht, wenn Sie die einfach nur mit dem Pouring Glaze anmalen. Dann kriegen Sie nicht diesen, man sieht ja diesen Glanz, das ist so richtig dicker Glanz drauf. Dann müssen Sie es wirklich übergießen. Das heißt, Sie nehmen das Pouring Glaze, die tun unten eine Tupperdose hin, übergießen das Ganze, hängen die auf und nehmen das aus der Tupperdose und schütten das zurück in die Dose. Also es ist ja nicht weg, sondern es ist einfach dieser Unterschied, ob Sie das wirklich da drüber, deswegen heißt es auch Pouring, also was schütten, gell? Dass man das schüttet oder gießt und nicht mit dem Pinsel anmalt. Sie können auch mit dem Pinsel anmalen, sagen wir jetzt mal, kann man das hier bitte in der Mitte gucken? Ja, genau. Dieser leichte Glanz, der hier auf dem Reispapier ist, kann man es ein bisschen sehen, das ist eine Schicht. Also wenn man es mit dem Pinsel eine Schicht macht, dann hat man so einen ganz leichten Glanz. Also ist ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt das da angucke dagegen. Gell? Ich hoffe, man hat es jetzt verstanden. So, okay. Jetzt die Farben, genau. Die Farben wurden gefragt. So, das ist ein Farbenset. Dieses Farbenset kommt nach HSE und da drin ist das Schlammgrau. Das Schlammgrau, was ist aber diese Farbe, wenn sie lackiert ist. Gell? Das ist genau dieses tolle dunkle Braun. So sieht es dann aus, wenn es lackiert ist. Gell? Das ist das Braun, was wir hier mehr oder weniger, was Sie eben überall gesehen haben. Ist auch dieses Braun, wenn es unlackiert ist. Genau. Gell? Das ist das. Das ist dieses Schlammbraun. Dann haben wir, das ist dieses, wie nennt sich das? Türkisblau. Siehst du, ich hatte recht. Dann ist es dieses Türkis. Dann ist es Rotbraun. Was ich gemacht habe, ganz viel, um dieses etwas kaputtere, ja, wenn man jetzt hier diese Bilder anguckt von den Farben, da sehen Sie, da habe ich das viel miteinander gemischt, dann um diese Farbwelt zu kriegen. Gell? Und als letztes haben wir Elfenbein, das ist diese helle Farbe. Diese 4 Farben kommen bei HSE als Farbenset. Gucken Sie einfach nach, ob es die bei uns gibt. So, das sind nicht die Chalky-Farben, das sind die Acrylfarben matt. Ich meine nicht. Einzelne bestimmt, aber ich meine nicht, dass wir alle haben. Aber es ist gut möglich, dass wir alle haben. Einfach mal nachgucken. Ich kann es nochmal sagen. Schlammgrau, Türkisblau, Rotbraun und Elfenbein. Okay? So. Die Frage war, ob diese Schiffchen da wasserfest wären. Der obere? Mit dem Blattgold drin. Nee, das können Sie jetzt nicht, dass Sie jetzt hier innen rein Wasser reingießen. Nein, glaube ich nicht. Könnte man machen, wenn man es lackieren, das müsste man nochmal lackieren, ja. Wenn man das nochmal lackiert, also das ist ja das, Blattgold ist ja hier offenporig. Dann, ja, aber ich glaube nicht, dass das wirklich aushält, wenn man da jetzt Blumen, sage ich jetzt mal, wirklich Wasser und Blumen reintut. Muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Dass das durchzieht, also das würde ich nicht machen. Das ist jetzt wirklich mehr so Laterne oder so. Wenn ich wirklich eine Blumenvase haben möchte, dann mache ich es von außen. Das heißt, dann tue ich das Reispapier erst von außen drauf, dann habe ich ja innen das Glas. Von Reispapier von außen, dann lackiere ich das Reispapier, dann mache ich noch die Transfers drauf oder ich mache Reispapiertransfers und nochmal Lack drauf, irgendwie in dieser Reihenfolge. Es geht halt darum, dass ich dann von innen nur Glas habe und dann kann ich da so viel Wasser rein tun und Blumen rein, also als Blumenvase benutzen, wie ich möchte. Dann funktioniert das, weil es halt das Glas ist.
So, okay, jetzt kommen wir zum Papierset. Und zwar zu unserem Frederik. Das ist ein süßes, freches Eichhörnchen mit einem tollen aristokratischen Vogel als Freund. Und wir haben ihn jetzt hier mal auf unserem Herbstpapier überall mal hingesetzt, hingelegt etc., haben die passenden Sprüche dazu gegeben und damit man auch mal ab und zu mal ein bisschen schmunzeln kann ja, es ist einfach total herzallerliebst und man kann wirklich recht persönliche Karten basteln. Was wir gemacht haben, ist das Ganze noch hinterlegt, entweder teilweise mit diesem sogenannten Hintergrundpapier, was bieten wir Ihnen gerade auch an als 12er-Set, oder auch mit dem Craft Paper, also mit so einem Kraftpapier. Das ist ein bisschen stärker, das Papier, wenn man daraus direkt Karten basteln will oder so etwas. Also dieses Hintergrundpapier, da haben Sie eben diese kleine Tüte gesehen, das eignet sich auch gut, um so kleine Boxen oder so kleine Tüten noch damit zu basteln. So, hier sehen Sie die Kombination. Wir haben das natürlich noch mit so ein bisschen Blättern und unseren Miniatureicheln kombiniert. Aber das ist wirklich süß und es sind sehr viele Sprüche auch da drauf, sind auch so einzelne wie diese so glücklich oder happy oder sonst irgendetwas drauf, dass man richtig schön etwas damit ausdrücken kann. Also es ist ein ganz, ganz tolles Papierset. Gibt es bei HSE am 30. oder beziehungsweise in dem Moment, wenn Sie es halt freischalten, wer weiß, wann es ist, wissen wir nicht. Und dort ist das Papierset dann wie gewohnt mit 15 Papieren, 5 Designs, A3 Papiere mit 15 Abschnitten und den tollen gelaserten Elementen. Jetzt sieht man das noch, kann man das noch ein bisschen genießen, diese kleinen Herrschaften da auf dem Papier. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Da bin ich auch gespannt, wenn die ersten gebastelten Teile kommen, was Sie damit alles machen. Also ich finde die Vögel so genial auch. Ich zeige jetzt gleich noch mal kurz das Papierset nochmal für diejenigen, die nicht genau wissen, wie es aussieht, und nochmal die gelaserten Elemente auf die Schnelle und dann basteln wir aber mal. Ja, da sieht man es, also diese Schilder, die sind auf den Abschnitten mit den Sprüchen, die sind natürlich genial. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann, aber ich habe die immer so halb rund drauf geklebt. Also ich habe die links und rechts mit Klebstoff und dann so ein bisschen halb rund, dass sie ein bisschen abstehen. Dann habe ich die kleinen Blättchen dazwischen getan. So, jetzt auf die Schnelle einmal. Jetzt. Ja. Okay, dann mach du erst mal fertig. Ich bleibe dann hier und stehe hier. Ja, genau, hier sieht man dann noch die letzten Bilder und die Designs sind natürlich so gemacht, dass die Eichhörnchen natürlich genau reinpassen, dass man sie da so ins Fenster reinsetzen kann, dass sie sich da anlehnen oder, sage ich jetzt mal, zwischen den Blättern. Also es ist alles so gemacht, dass es für sie wirklich leicht ist, da jetzt, sage ich jetzt mal, etwas passieren zu lassen, da so ein bisschen was selbst zu gestalten. Genauso diese Sessel und die Sofas, da kann man natürlich die unterschiedlichsten reinsetzen oder reinlegen, wie man gerade möchte. Die Frage kommt, wie die Blätter gemacht sind. So, das ist eine alte Mold von uns. Ich weiß nicht, wie viele Jahre alt, eine uralte Mold. Und die haben wir mit das gemacht, haben mit den Farben, die wir beim letzten Mal schon gezeigt haben, das sind diese hier. Ich kann sie noch mal so durchsagen, währenddem wir die Beispiele sehen. Und zwar haben wir die angemalt mit dem Lehmrotbraun in Matt, mit Mandarine, mit Rotbraun und mit Beige. Aber wichtig für Sie sind eigentlich
ist dieses Lehmrotbraun und die Mandarine. Das sind diese zwei Farben, sind die am wichtigsten sind, um diese Herbsttöne zu bekommen. Also die gibt es, das sind die Acrylfarben matt, die gibt es bei uns im Shop. Und damit sind die relativ wässrig angemalt, weil die mit DAS gemacht wurden, damit die dann das auch ein bisschen in diese Ritzen reingeht und damit man dann die Vertiefung und dieses Unterschiedliche sieht. Beim letzten Livestream habe ich Ihnen aber auch die Mold gezeigt, die Herbstmold vom letzten Jahr, die hat hier auch diese vielen einzelnen kleinen Blätter. Wenn Sie keine Blättermold haben, können Sie die auch nehmen, weil da sind ganz viele kleine Blätter ebenfalls auf dieser Mold. So, das Hintergrundpapier, gibt es auch bei uns im Shop? Das Hintergrundpapier, ja, das ist zwölfteilig. Das sind A4-Bogen in verschiedenen Brauntönen, braun, grau, die gibt es bei uns im Shop, die sind auch in diesem Ordner drin. Das sind jetzt die gelaserten Elemente und hier sehen Sie das, also zum Beispiel der Sessel oder das Sofa, die sind alle so und dann gibt es hier an der Seite, dann gibt es die halt unterschiedlich, dass die sitzen, dass die liegen, dass sie auch mal auf dem Rücken liegen, dass sie Walnüsse essen etc. Also in allen Variationen und jetzt können Sie die da draufsetzen und können dementsprechend unterschiedlich die Sachen machen. Das sind jetzt Sie haben auch einzelne Walnüsse, das sind jetzt die einzelnen gelaserten Elemente und das kriegen Sie mal 2. Richtig, Sam? Kannst du mir sagen, wie viel? Ich gucke. Sekunde? Okay, das heißt, Sie kriegen also bei HSE kriegen Sie 110 von den gelaserten Elementen. Ich weiß nicht genau, es kann sein, dass wir die gelaserten Elemente noch eine Handvoll hier haben. Dann können Sie, wenn Sie mehr haben wollen, gibt es die noch hier, aber ich glaube nicht viel. So, dann bei HSE gibt es dann noch die Papiere halt in diesem 15er-Set. Das heißt, jedes Designpapier gibt es, jetzt ist das hier ein bisschen durcheinander, gibt es dann mal 3. Jetzt, weil wir es letztes Mal schon gezeigt haben, mache ich es jetzt ein bisschen schneller. Das heißt, Sie haben einmal diese Designs, auf der Rückseite haben Sie A6, Sie haben, Sie haben die Sprüche hier, Sie haben nochmal einen Abschnitt mit Sprüchen, Sie haben immer unten auf den Papieren die Sprüche, dann zeigen wir dieses Papier nochmal, dann haben Sie groß, Sie sehen die Sprüche drunter, hier dann nochmal die 15-15 Bogen und dann gibt es hier diese Schilder auch nochmal in nackig, das heißt unbeschriftet, da können Sie selber zum Beispiel was Lustiges draufschreiben und hier nochmal 15-15 und dann gibt es noch das große Haus. Da, das große Haus, ebenfalls, man sieht immer mit Sprüchen und das war natürlich clever, gell? Und, so, da haben wir es, so, Rückseite 15-15 und das ist der letzte Bogen, glaube ich, ja genau, das ist der letzte Bogen, einmal so und ich versuche es jetzt wirklich schneller, damit wir mal basteln. So, bei HSE kriegen Sie also 15 Papiere, 15 Tags, das heißt, hier haben Sie Mittelpunkte, hier haben Sie die Sprüche drauf, hier haben Sie alles, was Sie brauchen, jedes Design mal 3, 5 verschiedene Designs, plus bei HSE 110 gelaserte Elemente. So, jetzt basteln wir, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, uns rennt die Zeit davon. Tut es, gell? So. Und zwar habe ich jetzt mal ein bisschen eine kleine... Ich gehe kurz auf die Dinger rein. Ja, was gehst du rein tun? An dieses Band. Ach ja, der Sam macht jetzt ganz schnell für Sie dieses Band mit den Strasssteinen. Was hier dieses Band, das, genau, dieses Band setzt er jetzt gerade in den Ordner rein, damit Sie, genau da, damit Sie das direkt finden. Okay? So. Und jetzt basteln wir. Ich habe jetzt dieses Schild, jetzt muss ich ein bisschen weiter weggehen, dieses Schild mit dem Reispapier überzogen. Hier ist auch eine, man sieht es, eine hauchdünne Schicht Pouring Glaze drauf. Mache ich grundsätzlich, weil wenn ich nicht so pfleglich damit umgehe,
dann könnte, sage ich jetzt mal, von dem Reispapier irgendwas abgehen oder zum Beispiel hier ist jetzt Kleber drauf gekommen. Damit da zum Beispiel, wenn Kleber drauf geht, kann man das wegmachen, ohne dass das was passiert. Und das ist ein Riesenvorteil. Wenn es einmal kurz lackiert ist, dann passiert da nichts mehr mit. Deswegen mache ich das grundsätzlich. So, jetzt würde ich sagen, machen wir ein bisschen Wassertransfer drauf, bevor wir mit den Blumen gehen. Und jetzt kann man sich ein bisschen überlegen, was man macht. Ob man jetzt einfach, also ich habe ja viel einfach so Reste benutzt, da habe ich dann auch ruhig mal die französische Linie durchgeschnitten und habe die hier an den Rand gesetzt. Man kann jetzt auch sagen, man nimmt so ein bisschen so ein Teil hier, das würde ich jetzt machen. Ich würde jetzt hier das hier in der Mitte durchschneiden und würde sagen, das nehme ich jetzt schon mal, ich bin natürlich sehr clever, gell? Dann machen wir es so rum. Eine Frage. Oder ich nehme die andere Seite. Wird es zum Reispapier auch das passende Papierset geben? Nein, 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 nein. So, ich mache das so rum. Ich muss jetzt hier gerade mal wieder die Folie drauf. Wird es nicht, nein. Wir haben das Reispapier auch wirklich nur in begrenzter Anzahl, weil das halt gesagt hat, wir machen was Passendes zu dem Weihnachts-Tropical-Set und aber nicht so groß, weil das Ganze nicht so groß ist. Und Sie jetzt wirklich von uns jede Menge Sachen bekommen. Ach, hier ist ein bisschen Schaum drin, ein bisschen Sagrotan von eben. So, deswegen tupfe ich nicht, dass ich nicht so viel Schaum habe. So, machen wir diese Seite. Jetzt können wir natürlich überlegen, das sieht gut aus, ob man jetzt vielleicht hier noch so ein Teil hier drüber, das würde ich ja glatt machen. Aber da schneide ich ein bisschen was ab, weil man wirklich ja alles noch irgendwie benutzen kann. Mal schauen, ist nicht so perfekt geworden. Ja, so, das reicht. Dann machen wir hier noch so ein bisschen. Ja, das geht jetzt auch da drüber. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir kriegen das. So, muss ich ein bisschen Wasser. Wo ist mein Wasser? Kein Sagrotan, wenn möglich. So, nein, Sie bekommen, wir haben ja jetzt, ich glaube, wenn Sie in den Terminen geguckt haben, jetzt gibt es ja fast jede Woche einen Livestream. Das heißt, Sie kriegen ja jetzt noch, am 6. ist ein Livestream, dann kommt am 13. ist, glaube ich, einer, am 27. ist einer. Und jedes Mal gibt es ein neues Thema und jedes Mal gibt es auch Reispapier dazu. So, jetzt haben wir das schon weg. Kann man das sehen? Ja, da kann man das sehen. Gell? So, Sie sehen, ein bisschen warten, wenn es irgendwo nicht ganz drauf ist, gehe ich so ein bisschen mit dem Finger drüber. Hier ist es jetzt ein bisschen blöder, weil sehen Sie, hier gehe ich ja drüber, da warte ich jetzt und dann fange ich an zu ziehen hier und guck, genau, da geht es drüber. Und jetzt muss man natürlich überlegen, was macht man mit dem, was da drüber geht? Nimmt man das weg oder tut man das, sehen Sie hier das, oder tut man das einfach, und ich habe das immer einfach so angedrückt, dass das hier dann noch so drüber geht. Und dann war das auch tatsächlich hier über der Kordel, oder man macht es vorher, aber es sieht trotzdem toll aus. Gell? So hat man das relativ schnell, jetzt ein bisschen mit dem Gold noch verziert und es sieht sehr edel aus. Ich persönlich würde jetzt, ich zeige mir noch mal von vorne, gell? Ich würde jetzt kein weiteres Gold noch drauf tun. Ich finde, dass das reicht. Jetzt gehe ich wieder hier hin und jetzt verzieren wir das. So, jetzt habe ich natürlich die Schmetterlinge. Ich gehe davon aus, dass ich keine Schmetterlinge mehr zeigen muss, oder wie die gehen. Sie wissen das, wie das geht, oder? Hoffe ich doch. So, jetzt habe ich hier noch ein paar, die mache ich jetzt nicht warm, sondern die knitter ich einfach nur. Jetzt haben wir hier diesen tollen Schmetterling, den können wir den super direkt da drauf kleben. Das sieht toll aus. So, dann gibt es ja diese verschiedenen Schmuckornamente, haben Sie bestimmt auch schon gesehen. Die hier passt natürlich sensationell, wenn man das hier drauf macht, als Ohrring.
werde ich jetzt auch machen, kann man aber auch einfach einen kleineren machen. So, und was Sie bis jetzt nicht gesehen haben, das werde ich jetzt damit ein bisschen arbeiten, das sind diese tollen Teile. Und zwar sind das wie so Art Hängeblumen, wie so mit Perlmutfarben, goldene Teile, und die sehen super aus, natürlich in Kombination, gerade hier, wenn man das jetzt hier zum Beispiel so macht und das dann kombiniert, jetzt wieder von oben, genau. Und das kombinieren wir jetzt, das Ganze. Ich werde den Draht wegmachen und ich werde auch nicht alle 3 nehmen, sondern auch hier kann man einzeln arbeiten. Parallel dazu hole ich mir jetzt mal meine schon vorgemachten Blumen. Die sind zwar nicht komplett vorgemacht, sondern so einzeln. Und da werde ich jetzt mal schauen, dass ich das einmal hier kombiniere. Ich klebe immer so einmal halb auf das Gold mit drauf. So eine Kombination. So. Was ich ganz viel gemacht habe, diese Blumen gibt es ja in dem Rosé und auch in dem Violett. Ich habe die jetzt kombiniert. Das heißt, ich habe immer ein violettes Teil genommen und habe dann das mit dem violetten Teil kombiniert. Sie wissen, dass ich normalerweise das auf dem Prägeding zusammenklebe, aber wenn die so vorgemacht sind, kann man das wunderbar auch hier drauf kleben. Eine Frage zu Wassertransfers. Bei den allerersten Wassertransfers musste man ja komplett mit Wasser ansprühen. Genau. Jetzt wird nur mit Schwämmchen betupft. Genau. Funktioniert das Betupfen bei den älteren Versionen auch? Da bin ich jetzt überfragt. Also da ich persönlich bei den älteren auf Glas Probleme hatte, wirklich Probleme hatte, die sind mir weggerutscht und das hat mich so ein bisschen, ja, wie sagt man sagen, da hat man dann keine Lust mehr, so ein bisschen frustriert. Habe ich gebeten, dass die etwas an diesem Kleber verändern. So, und die haben das jetzt, das sieht toll aus, die haben das jetzt gemacht. Das heißt, die haben diesen Kleber verändert und der Kleber braucht jetzt nicht mehr dieses viele Wasser. Das heißt, wenn man das jetzt hier abmacht und hier drauf fasst, das klebt. Man sieht das hier, das klebt schon von sich aus. Und das klebt jetzt so an meinem Finger. Gell? Und das haben die vorher nicht gemacht. Also das klebt schon von sich aus und dementsprechend klebe ich das mehr oder weniger jetzt auf etwas drauf. Mache auf gar keinen Fall da Wasser drauf, weil sonst wäre es viel zu viel. Und dann tue ich einfach von der Rückseite befeuchten. Ich brauche das auch nicht Ewigkeiten. Haben Sie ja, wir machen gleich ein paar hintereinander. Dann sehen Sie, das braucht vielleicht 30 Sekunden, aber das braucht auf jeden Fall nicht diese Menge an Zeit, wie es vorher war, sondern drauf, dann befeuchtet man eigentlich nur dieses Papier auf der Rückseite, damit das dieses schmierige Zeug bekommt und dann zieht man das ab und das war's. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, ja, jetzt mache ich mal gerade das, dass man das, einmal habe ich hier ein etwas größeres. Ja, machen wir das hier mal. Also zum Beispiel hier auf dieser Kerze, bitte mal von vorne wieder. Ja? Ja, genau. So, wenn ich das ist jetzt hier so ein etwas größeres, wenn ich die Kerze kennen Sie ja, die Qualität, das ist dieses Kunststoff. Gell? So, wenn ich das ist jetzt schwer gebogen, das muss ich jetzt hier ein bisschen halten. Aber dann, wenn ich das jetzt hier mit diesem Schwämmchen, sage ich jetzt mal, bestreiche, gerade weil es eine Kerze ist, bestreiche ich das jetzt, damit das hier wie soll ich sagen, keine Luftblase und, oh, meine Brille, keine Welle dazwischen ist. Ich drücke da drauf, bestreiche das ein bisschen, gehe hier so drüber, ist überall durchgefeuchtet, kann man sehen, muss jetzt hier ein bisschen dreckig, so, kann man sehen. Jetzt lasse ich das braucht nicht lange, gucken Sie mal auf die Uhr. Paar Sekunden lasse ich das jetzt drauf und dann kann ich das schon abziehen. Und das war bei den anderen nicht. Bei den anderen hast du vorher drauf gesprüht, dann hast du sie draufgelegt, dann hast du es sonst 2 Minuten warten lassen, dann hast du wieder Wasser drauf gesprüht, damit das Papier weich wurde und dann hast du es versucht wegzuschieben oder abzuziehen oder sonst was. So, normalerweise müsste das jetzt schon gehen. Ja, eine Frage? Geht schon, jetzt gucken Sie, jetzt ziehe ich das einfach ab und das war's.
Was war das jetzt? Waren das 30 Sekunden? Ich glaube noch nicht mal, oder? Also das ist einfach, es ist ein ganz anderer Unterschied, sage ich jetzt mal, von der Arbeit. Und wenn man jetzt hier guckt, da ist auch, obwohl ich es nicht drüber geschoben habe, da ist auch kaum eine Luftblase. Und wenn mal eine ist, lassen Sie sie einfach. Wenn das jetzt antrocknet, dann ist die weg. Ja? So, weiter. Neue Frage. Könnte man das Ganze auch auf Stoff machen? Wir können, also ich war ja so, ich habe ja da diese grobe Kerze da gemacht. Wir könnten es eigentlich mal probieren. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich hier irgendwo was habe, irgendein Stück Stoff. Ich glaube schon, dass es ein bisschen auf den Stoff dann auch ankommen würde, auf welchen Stoff man das macht. Aber möglich ist es, dass es funktioniert. Ich bin jetzt am Überlegen. Ich habe hier, wir können es mal probieren. Also er würde auf jeden Fall nicht waschbar sein, sage ich jetzt mal. Also da glaube ich, das glaube ich nicht, gell, ob es geht. So, jetzt nehme ich mal hier dieses Teil, da haben wir ja eins. Gell? So, und jetzt nehmen wir eine französische Lilie und probieren es einfach mal, ob es geht. Also ich war schon platt, dass es auf dem Kerzen gegangen ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich nicht gedacht. Jetzt drücke ich das mal drauf, dass es ein bisschen klebt. Und jetzt machen wir auch hier nichts anderes, als dieses Papier zu durchfeuchten. Das ist ja einfach dafür da, damit das Papier sich jetzt da ablöst. Dafür machen wir das Ganze. Jetzt tun wir das ein bisschen an die Seite. Muss ja auch ein paar Sekunden warten, sollten wir schon. Ja. In der Zeit mache ich jetzt mal gerade hier meine tollen Glockenblumen hier rein, weil ich finde, dass die sensationell aussehen hier. Da müssen wir gleich mal wieder näher dran gehen, damit man das ein bisschen besser sieht. Die sehen natürlich farbig extrem edel aus. So, hier drunter. Dann würde ich jetzt hier, ich hätte eigentlich gerne Blättchen gehabt. Ein paar Blätter habe ich jetzt gerade gar keine hier gemacht. Fertige, doch. Ein, zwei, weil ich hätte jetzt hier gerne so Blätter drunter gesetzt. Also in dem Set, ich weiß es nicht, muss man dieses Set noch mal zeigen, weil wir haben es hier, oder kennen Sie es noch, diese Blumen? Ich glaube, Sie kennen das Set, oder? So, da gibt's, ja, das sieht sehr edel aus. Oder, ich zeige es mir mal gerade von vorne, guck mal. Also die Blumen, ne, ja, genau. Ja, die sehen schon toll aus, oder? Das sieht schon super aus, finde ich. So, jetzt gehen wir weiter runter, machen wir wieder runter. So, jetzt probieren wir das mal, ob das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Doch? Gott, das gibt's doch gar nicht. Funktioniert. Ist es dort nicht zu fassen, oder? Ja. Ja, aber das wird Sie werden es nicht waschen können, gell? Rein jetzt zum irgendwelche, sage ich jetzt mal, Deko-Sachen zu machen, funktioniert. Wir lassen das jetzt mal richtig gut trocknen. Wir probieren gleich mal, wenn es trocken ist, ob sich das abkratzt oder nicht. Gell? Aber halten tut es. Und wenn man so, sage ich mal, so kleine Dekosäckchen machen will, das scheint zu gehen. Gut, sind wir noch schlauer geworden wieder, gell? Aber ich lasse es mal trocknen. Wir gucken gleich mal, ob das auch nicht nur so jetzt da oben drauf, sage ich jetzt mal, hängt, sondern ob man da wirklich auch was mitmachen kann. So, jetzt kann man sich überlegen, ich würde jetzt hier, ja, jetzt würde ich tatsächlich noch ein bisschen mit denen arbeiten. Jetzt kann man sich, ob das zu viel ist, wir könnten mit, sagen wir, arbeiten mit Weiß, weil wir hier Weiß haben, könnten wir die nehmen, gell? Ja, das machen wir auch. Das heißt, wir nehmen jetzt, ich habe immer sehr gerne dann nochmal die hier so rausgesetzt, so ein bisschen genau von da unten raus, dass sie ein bisschen da rausstehen. So, da zeige ich Ihnen auch, ich habe ja immer, ich weiß nicht, ob Ihnen sowas auch, Ihnen auch so geht. Man hat ja manchmal so Sachen, dass man mit der rechten Hand, wenn man Rechtshändler ist, einfach besser machen kann als mit der linken Hand. Und wenn ich so feine Steine irgendwo dran machen
muss, kann ich das mit der rechten Hand besser als mit der linken. Wenn ich jetzt mit der rechten Hand allerdings die Heißklebepistole anfasse, und dann muss ich diese mit Heißkleber gemachte Steine von links nach rechts tun, dann ist es einfacher, wenn man die Heißklebepistole, wie ich das jetzt hier mache, einfach hier aufstellt und dann hier da drüber geht und dann mit dem Stein einfach da drunter. Sehen Sie, dann habe ich hier den Kleber drauf und dann kann ich die Steine total einfach positionieren. Und ich positioniere die jetzt einfach hier in die Mitte, weil ich das mit meiner geliebten rechten Hand machen kann. So, und das ist das jetzt, was ich eben sagte, dass ich in jeden kleinen Zwischenraum hier diesen Stein dazwischen setze. Und so mache ich aus dieser Blume eine ganz andere Blume. So, jetzt bin ich aber auch nicht besonders clever, aber das geht. So. Und so. Jetzt bin ich direkt am Überlegen. Wenn man natürlich jetzt so ein Täschchen macht und dieses Täschchen zum Beispiel mit Reispapier, gibt jetzt demnächst wieder noch Engelmotive, muss ich echt mal überlegen. Und wenn man die dann mit dem Reispapier macht und dann noch mit den Transfers drauf geht, ich glaube, das sieht super aus. Gell? So, jetzt hier mal mit den weißen Steinen auch mal ein bisschen was anderes. Gell? Sieht auch noch mal ein bisschen anders aus. So, jetzt würde ich noch hier ein bisschen, ich würde jetzt hier nicht zu viel machen, würde jetzt hier noch 1, 2 von diesen goldenen, hier eins hinsetzen und dann würde ich nur noch hier unten hin machen, weil sonst würde ich sagen, ist das schon zu viel. Ich würde sogar vielleicht nur, ich weiß gar nicht, ob ich noch das hier hinsetze. Ja, das setze ich noch dahin. So, jetzt zeigen wir das mal von vorne, oder? Hier einfach da. Das sieht schön aus einfach, gell? Also das ist nicht so viel, jetzt machen wir hier unten noch und dann würde ich das ganz schon lassen. Was ich noch machen würde, wäre auch noch hier einen Schmetterling draufsetzen. Hier an der Seite könnte man auch wieder einen großen nehmen oder einen doppelten, gell, weil der hier auch so ist. Ah, jetzt muss ich mir wieder auf die andere Seite tun. So. Also dieses Reispapier eignet sich natürlich für alles. Wer jetzt gerne mit den Konturenstiften arbeitet, kann hier total schön auch nachzeichnen. Also hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich würde jetzt hier unten noch eine Blume hinsetzen. Ja, genau hier. Und auch noch ein bisschen was dazu. Und dann finde ich, reicht das aber auch an Blumen. So, und hier machen wir jetzt nochmal klein Violett in die Mitte. So, Moment, das ist ein bisschen steif hier jetzt. So, und wo haben wir die Mittelpunkte? Da. Einen Mittelpunkt. Hier mache ich jetzt nicht noch die ganzen Steine außenrum. Ich finde das dann wirklich zu viel, wenn man so viel macht, sondern hier mache ich jetzt nur dieses eine, kann man sehen, gell? Ja, genau, das eine, mache hier 1, 2, vielleicht nochmal die, wir haben ja hier noch das eine, ja, vielleicht nur 1 oder nach der Seite ist noch schöner, ja. Also diese Blumen sind extrem schön. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie sie heißen. Vielleicht heißen sie Dreier Glockenblumen-Set oder so, aber ich finde sie schon extrem schön. So, machen wir hier wieder ein Blatt dazu. Und hier ein Schmetterling und Feierabend, oder? Ja, so, Ende. Oder? Ich finde, das reicht. Und also das gibt einem schon viel. Also ich finde das schon unheimlich schön und ganz edel, das Ganze. So,
Jetzt machen wir noch ein bisschen Wassertransfer. Muss ich noch mal mit dem Reispapier mit Hinterglas oder so, muss ich nicht zeigen, oder? Das weiß, glaube ich, jeder inzwischen. Mal gerade gucken hier, bin es echt interessiert. Das hält, gibt es gar nicht. Das hält. Das hält tatsächlich. Ich schreibe also, ich kann, das hält. Wahnsinn. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Super. Danke für den Tipp, oder? Dass man das ausprobiert. Ich hätte von vornherein gesagt, nein, um Gottes Willen mache ich nicht. So, eine andere Sache. Wenn ich das jetzt kombiniere, wenn ich jetzt, wie hier, das Goldtransfer auf der Kerze habe und möchte jetzt noch so ein, sage mal jetzt, ich würde jetzt nicht das Größere nehmen, ich gucke mal nach einem kleineren, würde jetzt noch ein kleineres, wir haben die ja auch in ganz klein, genau, würde jetzt noch so ein kleines Engelchen da oben drauf haben wollen. Wenn ich das jetzt direkt da so oben drauf mache, würde man dieses Gold durchsehen. Da gibt es nur die eine Möglichkeit, was man machen kann, ist, dass man hier dann ein kleines Oval in Weiß malt. Das heißt, dass man dann das Ganze da oben drauf kleben kann. Das heißt, man nimmt jetzt einfach weiße Farbe. Ich würde jetzt hier sogar den Bonding Primer nehmen, weil das ist ja Plastik, das ist ja so eine Plastik, und dann das erst aufkleben. Aber ich kann. Hast du gesehen, Sam? Hast du mitgekriegt? Was? Soll ich dir zeigen? Auf Stoff habe ich gesehen. Hast du? Oben saß gespannt vor dem. Ja, ist doch der Hammer, oder? So. Saß gespannt vor dem Bildschirm. Er weiß alles. Nein, okay. Ich habe es gesehen. Ja, nee, man könnte jetzt versuchen, aber ich glaube, jetzt kriegt man das auch nicht mehr weggekratzt. Die grüne Straßkette, die kommt. Die ist nur ein bisschen zu früh freigeschaltet, aber die ist unterwegs. Die kommt bald. Ja, komm, da musst du dich jetzt rausreden. Das ist jetzt, Frau Siegmann ist jetzt deine schnellen Arbeit. Finger da ist am jetzt Computer. Deine Arbeit, nicht meine Arbeit. Ja, komm, wir machen das jetzt gerade mal. Ich gucke mal, ob ich hier Bonding Primer habe, sonst mache ich das gerade mit weißer Farbe. Sieht nicht danach aus, also komm, mache ich es gerade mit weißer Farbe, mit irgendeiner weißen Farbe. Ich mache nie viel, sondern immer so ein bisschen nur. Einfach damit sag ich jetzt mal, der Kopf von dem kleinen Engelchen weiß ist. So, ja, sagen wir mal hier so ein bisschen setzen wir das hin und dann machen wir jetzt einfach mal hier so ja, ein bisschen oval, wie ich sagte, so ein bisschen Pi mal Daumen. So, ich würde das sagen, das würde schon reichen, um nachher da das drauf zu machen. Also so viel Weiß, das lassen wir jetzt trocknen, dann kann dieses kleine Engelchen gleich da drauf. Und dann machen wir jetzt noch einmal, können wir ja mal sowas machen oder auch mal hier so ein bisschen diese Seiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Dosen, die kommen bald in den Shop, die sind schön, die haben diese Wellen, da habe ich jetzt keine Zeit gehabt, aber wenn man jetzt zum Beispiel diese Wellen toll mit dem Strass oder der Flaschikordel sehen die fantastisch aus. Habe ich jetzt hier so sage ich jetzt mal, so einen relativ schmalen Rand und möchte auf diesen schmalen Rand trotzdem auch irgendwas an Gold haben, habe ich natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Was ich machen kann, und das machen wir jetzt mal hier mit denen, ich kann natürlich diese hier nehmen, kann die in der Mitte durchschneiden und kann jetzt unterschiedlich mit denen verfahren. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich setze hier unten an, jetzt machen wir das einmal. Und ist da noch, nee, ist nicht genug Wasser drauf. Und würde jetzt, sage ich jetzt mal, einen nach dem anderen hier hinsetzen. Ich könnte aber auch sagen, okay, obwohl ich glaube, das sieht nicht aus bei dem Deckel. Man könnte natürlich jetzt auch immer einen so und einen so machen. Entschuldigung, du musst mir sagen, wenn ich weg bin. Wenn ihr guckt doch auch dahin. 6 Augen gucken drauf und keiner kann mich erinnern, dass ich nicht mehr im Bild bin. Sagenhaft.
So, das heißt, ich könnte sie jetzt so machen, aber ich könnte sie auch der Reihe nach hier hintereinander setzen. Ich glaube, das wäre besser. Ich will Ihnen einfach nur zeigen, was man so machen kann, dass man so Stücke für Stücke nehmen kann. So, jetzt, wenn Sie die ganz ansetzen wollen, müssen Sie das Weiß abschneiden. Ich würde sagen, es reicht voll und ganz, wenn man die mit so einem Abstand, sage ich, ungefähr mal aufbringt. Wenn ich jetzt diese mehreren aufgebracht habe, muss ich zugeben, habe ich die alle aufgeklebt und dann auch alle abgezogen. Ich habe jetzt da nicht großartig erstmal den einen und dann den nächsten gemacht, sondern habe die der Reihe nach hintereinander dahingesetzt. Eine Frage. Und ja. Die Goldkordel, kommt die wieder in der Shop? Die Goldkordel? Nein. Die ist leider wieder ausverkauft, das Gold- und Cremekordel gerade eben. Die gerade eben reingekommen sind, beide sind weg, ja. Oh Gott. Aber die sind noch einmal bestellt. Ja, okay, dann habe ich zu früh schon Nein gesagt. Okay, ich wusste gar nicht welche, ja. Aber ich gehe davon aus, dass die Dame diese Goldkordel... Ja, es kommen, aber die ganze Zeit kommt bei uns, ständig kommt jetzt irgendwelche Ware und verschiedene Dinge und auch noch andere Farben. Also wir haben ja ein bisschen, bei den Terminen bei mir im Blog habe ich Ihnen ein paar Bilder reingesetzt, damit Sie ungefähr wissen, welche Farbkombinationen jetzt auch alle noch kommen. Kannst du einen ganz kurzen Recap von Ware, die zur HSE kommt? Mal, da wird nachgefragt. Okay, Sekunde. Ja, Papierset, Farbenset, Transfermotivset. So. Okay, Moment, machen wir das gerade. Ja, du machst es ja schon. Muss ich es noch machen? Ich versuch's. Ich meine, das sind die 3 neuen Sets, oder? Ja, also als neues Set gibt es das Wassertransferset, also das, wo wir mit jetzt gerade hier am Arbeiten sind. Dann gibt es das Farbenset, das sind diese 4 Farben, unter anderem die Farbe, die man jetzt hier sieht. Jetzt geht doch auf meinen Kopf, oder? Wenn ich schon reden soll. So, danke schön. Also, es gibt die Wassertransfers, die haben wir eben gezeigt, das sind die Engel und die Goldtransfers. Wer jetzt zum Beispiel ein bisschen später eingeschaltet habe, da sind also diese Engelsbilder drauf in verschiedenen Größen und es sind die unterschiedlichen Goldornamente drauf. 8 Bogen kriegen Sie in dem Set und das gibt es als Wassertransfer. Das ist eines der etwas größeren Sets. Dann gibt es das Farbenset, das sind diese Farben hier. Das heißt, das sind passende Farben, die in Kombination toll zu den Wassertransfers passen. Na, bin ich jetzt so? Genau, sind alles die matten Acrylfarben, die wir auch hier auf den Medaillons haben. Gell? Dann gibt es als nächstes, als Neuware gibt es das Papierset. Das heißt, dieses Frederik, was wir eben gezeigt haben, das Papierset mit den Tags, also 15 Papiere, 15 Tags und die Lasercuts. Und was wir noch präsentieren werden, ist aber nicht in dem Sinne nicht neu, sind die Schmetterlinge und die Mohnblumen. Das heißt, und die werden weil es so eine Restmenge ist, werden die einen günstigen Preis bekommen. Ich weiß nur nicht welchen, aber die werden auf jeden Fall im Angebot sein. Ich gehe mal davon aus, dass es sich lohnen wird, da ein bisschen zu warten. Ein paar von den Strumpfbanderolen passend zur Schmetterlinge sind da und die Mittelpunkte für die Mohnblumen kommen auch noch mal rein. Kurz. Ah, okay, ja gut. Also der Sam, aber das sind nicht die Mittelpunkte, die wir hier gezeigt haben, also nein, nicht diese hier, schwarzen, sondern es sind die ursprünglichen. Ich zeige sie Ihnen im Moment, wer jetzt nicht. Die haben wir jetzt dann noch mal nachgeliefert. Das heißt, die schwarzen mit dem Gold, die haben wir noch mal nachgeliefert. Bitte einmal umschalten, damit man sie sieht. Ja, danke. Ja, die gibt es dann noch, die hast du nochmal nachgeliefert. Ja, es sind ja nur 2 Stunden, die wir haben. Es ist ja jetzt nicht die Hölle, die wir da haben. Es sind die 2 Stunden. Und danach gibt es uns erst wieder im November. Gell? Ja, genau. So, und jetzt sehen Sie, jetzt bin ich die gerade alle am Abmachen. So, jetzt mache ich es nicht rund, sondern einfach so, dass man das so sieht. So kann man das, es wäre einfach so eine Idee, wie man mit denen auch umgehen kann. Und wenn man jetzt den Deckel, das sieht
Sieht doch auch super aus. Und jetzt könnte man zum Beispiel auf den Deckel, machen wir das Teil in der Mitte. Ihr müsst mir sagen, wenn die Uhrzeit tickt und ich aufhören muss, gell? 10 Minuten hast du noch. Na also, da kriegen wir das doch hin. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe noch eine Frage zu der Wassertransfers. Ja. Kann man da als weißen Hintergrund auch Gesso nehmen? Ja, ja, klar. Ich habe ja jetzt hier auch nur einfach normale Farbe, aber das ist noch nicht trocken. Ich will jetzt hier nicht mit dem Heißluftföhn dran gehen an das Plastik. So, jetzt nehmen wir hier nochmal diesen ganz großen Runden. Da muss man ein bisschen schauen, dass man das, da bin ich ja gar kein Spezialist drin, im dem mittig auflegen. Gell? Bei mir sind die immer irgendwie drauf, aber nie in der Mitte. So, und jetzt gehen wir hier nochmal. Was machst du? Ja, meinst du, wenn du die Kerze schüttelst, dass die schneller... So, ja, ich bin natürlich nicht, aber ja, egal, ich bin nicht 100%ig mittig. Wie könnte man das eigentlich schaffen, indem man hier in der Mitte so ein Loch macht, gell, oder? Wie könnte man das schaffen, dass man da 100%ig mittig wird? Oder man schneidet es richtig ganz nah am Rand ab. Ich weiß es nicht. So. Eine Frage, gibt es auch neue Molds? Nein. Zeigst du die heute? Doch, verdammt, natürlich, die Molds gibt es ja auch noch bei HSE. Aber die kennen Sie ja. Das sind nicht die neuen, sondern wir zeigen die, Gott, die habe ich ganz vergessen, die Kronen und die Engel. Also die Molds, die Sie kennen von vorletzten Livestream. Die haben wir Ihnen ja damals schon gesagt, dass es die jetzt einzeln dann bei HSE gibt. Ja, die gab es, weil wir hatten die als Set, allerdings gibt es sie bei uns jetzt auch einzeln, gell, oder? Ja. Aber die gibt es dann auch einzeln bei HSE, aber auch nur keine allzu große Menge. Haben wir da. Ja, oh, die hätte ich ja fast vergessen. Ja, die gibt es noch. Schlimm, gell? So, jetzt weiß ich nicht, ob das schon reicht. Ja, es reicht. Warte. Mal von vorne bitte wieder. Jetzt sieht man ganz leichte Luftblasen. Ich lasse sie in Ruhe, ich gehe da nicht dran, ich lasse die einfach trocknen. Toll, oder? Ist nicht ganz in die Mitte. Ja, ich weiß. Ich kann es einfach nicht. Ist nicht 100% in die Mitte. Ich kann es einfach nicht. Nein. Ich kann auch eigentlich nicht Noch? warten. Ja, ich sage ja, ich kann eigentlich. Das kann man noch machen, immer, dass man hier da drauf geht, hier dann. Ich habe auch schon mal das Ding, so ein Stückchen da drauf. Aber einfacher ist es wirklich, wenn man, oh, das geht aber auch so. Wenn man sie statt platt drückt, einfach ein bisschen wartet. So, jetzt warte ich, jetzt lasse ich sie. Bevor ich mir da was zerstöre, lasse ich sie einfach. So, da muss man sich dann auch mal zusammenreißen und mal nichts tun. So, also schön, oder? Wenn man jetzt noch schön mit dem Band da draußen, jetzt lasse ich das trocknen, dann sind die auch gleich weg. So, hier, nee, gell? Nee, das ist noch nicht. Nein. Okay, dann machen wir doch mal die Gewinner, oder? So, die Gewinner von unserem Golden, den hole ich mal her. Wo ist der Weihnachtsmann? Hast du mir den Direkt gebracht? neben dir. Der Weihnachtsmann? Ja, da. So, tada. Zeig ihn mal erst. Ja, Ich genau, finde der es. ist nämlich schön. Der hat so einen tollen Mantel, richtig so brokaten Mantel mit einer kleinen Laterne und so. Er ist einfach schön. So, den bekommt einmal Frau Thea Martini. Herzlichen Glückwunsch. Herrn Eddie Ruh, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Und Frau Ines Ogonek. Auch herzlichen Glückwunsch. So, ich hoffe, wir sehen uns alle. Haben wir schon soweit oder kann ich noch versuchen? Nee, das ist immer Du noch hast noch trocken. 5 Minuten. Ja, ich würde das gerne hier drauf machen, aber soll ich doch mal gerade anföhnen? Ich versuche Probier mit mal. der 5 von weit weg. Ich föhne mal, genau. Aber das ist Das ziemlich wäre doch nass, mal ne? so ein Abschluss. Das Eggelchen hier drauf.
Ja, das ist immer gefährlich. Oder ich gehe einfach da drauf, obwohl das nass ist. Aber dann habe ich bestimmt gleich ein Loch, gell? Das wird, glaube ich, nicht gehen. Und das wäre dann schade. Jo. Jo. Nee. Bestimmt noch nicht trocken. Garantiert nicht. Nee, siehst du da meinen Fingern? Nee, komm, wir reichen ein Bild morgen nach. Ja, ja. Oder? Mach ein bisschen mit Heißluft noch. Nee, ich versuche das so trocken zu machen. Ja, ich versuche das jetzt einfach, komm. Ja, ich schwinge. Hä? Ich schwinge nochmal. Wir sind gespannt. Hardcore basteln. Ja. So, auch das hier zum Beispiel, da hatte ich ja auch am Anfang gedacht, kann ich jetzt mit dem Wasser und dem nächsten direkt auf das draufgehen? Ja, das habe ich gemacht und es hat funktioniert, dass man das tatsächlich machen kann, dass man da jetzt nochmal auch hier mit Wasser, sage ich jetzt mal, auf die bestehenden, sehen Sie ja, ich wische das jetzt mit nass ab, dass man da nass abwischen kann, also das geht. So, jetzt warten wir eine Sekunde, ein paar Sekunden und dann hoffe ich mal, dass das nicht da hängen bleibt, sondern dass man das abziehen kann. War zu kurz, war zu kurz, war zu kurz? Nee, war nicht zu kurz. Da. Gut? Ja, ich denke mal. Ich denke auch. Und das Schöne ist, oh Gott, dass das ja, die Kerzen ja von innen so ein bisschen da leuchten. Die leuchten ja ein bisschen durch. Ja, jetzt macht der Sam das Licht aus, gell? Nee, das ist ein bisschen zu wenig, Sam, da sieht man zu wenig. Ja, aber man sieht ja nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Nee. Doch, jetzt sieht man so ein bisschen. Das ist auch wie immer bei HSE, da sagt man, dimmen Sie das Licht und dann wird es stockdunkel gemacht. Nee, so ist es schön, so leuchtet es und man sieht es so durch. So ist es angenehm, oder? Ja. Jetzt sind immerhin 2, 4, 6, 8 Riesenstrahle aus hier. Okay? Nee, so ist schön. Ja, da und schon geht alles wieder an. So. Ganz kurz zum zweiten Gewinner. Ja, der zweite Gewinner ist Eddie Ruh. Ja? Ja, Eddie Ruh. Also nochmal, erster Thea Martini, zweiter Eddie Ruh, dritter Ines Ogonek. Nochmal Glückwunsch. So, ich hoffe, wir sehen uns am 30. bei HSE. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Freude beim Basteln, weil ich habe gesehen, Sie haben ohne Ende schon gekauft. Und danach gibt es am 6. Paris ein Traumthema. Danach gibt es nochmal die Teddys, ganz ausführlich, mit tollen, passenden Shadowboxen, wo Sie mit so dieses typische Weihnachten-Teddy und so alles machen können. Ich hoffe, dass bis dahin die Tannenbaumhold wieder da ist. Und danach gibt es Harlequin, ganz, ganz großes Set, fantastisch, richtig was mit viel Fantasie, für tolles Basteln. Und danach gibt es noch Wien. Wien wurde gefragt, danach gibt es Wien. So, Steampunk haben wir in der Mache, wird gerade gemacht. Kann aber gut sein, dass wir das tatsächlich dann auf nächstes Jahr verschieben. Weil wir nicht, nein, Steampunk. Wien machen wir ja jetzt. Steampunk haben wir jetzt gesagt, machen wir vielleicht erst im Februar. Gell? Februar oder 26 oder? Hä? Februar 26 ja, oder 27? Ja. Nee, okay. 26. Ah, okay. Mal gucken, vielleicht, oder wir machen es donnern es in Dezember rein. Wir müssen mal gucken. Du musst es erst mal bekommen. Ja, aber die Dinger hast du ja schon. Komm, gib's zu. Nein, okay. Also, es kommt noch ganz, ganz viel auf Sie zu dieses Jahr. Deswegen, wenn jetzt was ausverkauft ist, nicht traurig sein. Es kommt noch wirklich viele ganz tolle Sachen. Also, vielen Dank und bis zum 30. morgens um 8 hoffentlich. Bis dann. Ciao, ciao.